So, einen wunderschönen seit ich denke schon, dass man so spricht. Hi, grüß dich. Danke für den Follow auch nochmal. Und willkommen. So, bin gleich soweit. So. Machen wir schon eher da. Okay. Ahoi und einen wunderschönen Servus, Ahoi. Und ich hoffe, es passt alles bei euch. Seid, wie gesagt, also ich hoffe, man spricht C-U-J-T oder seid. Einfach nur 02010. Hi und Dankeschön nochmal für den Follow, wie gesagt. Willkommen. Cat, natürlich auch hi. Und Dagi, hi. wow, sagt er. Ja. Sind wir wieder da. Ich hoffe, der Ton passt einigermaßen. Wir müssen ziemlich leise aktuell, merke ich gerade. Ich hatte letztes Mal das Problem, ich habe jetzt aktuell da keine Boxen. Jetzt gehe ich oft her und lasse wirklich meinen Kopfhörer einfach nur dort liegen und drehe ihn voll auf. Blöde Idee, die Kopfhörer aufzusetzen und dann in das Spiel einzuschalten. Ganz blöde Idee. Also nur voll aufdreht sind. Ja gut. Würde sagen, ich spreche. Was meinst du, Seth? Oder Seth? Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 9. Dezember 2021, 17:57 Uhr hier auf Mizien. Ach, die Lia kommt auch. Es heißt ja, dass Carlsen hier auf Mizien Urlaub macht. Okay. Ihm gefallen unsere Insekten so sehr, wenn ihr welche habt, teilt sie mit ihm. Er freut sich sicher sehr. Ich glaube, wir haben sogar noch welche im Lager liegen. Damit wünsche ich, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Gut, also, heute haben wir Chino da. Ich habe die schon gesehen. Die rennen schon auf Insel rum. Du hast den Satz nicht komplett ausgesprochen? Kann passieren, tatsächlich. Ich würde sagen, ich spreche. Möglich. Dann tut's mir leid. Aber ja, war ein Fehler. Bitte, kein Problem. Danke dir. War nicht beabsichtigt auf jeden Fall. Vielleicht fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte. So. Stimmt, gerade denke ich mir, wer ist denn das? Wir haben ja Froni letztes Mal schon umgezogen. Froni ist ja hierher. Ach, stimmt. Seid, du bist neu. Das ist irgendwas gesagt. Seid spricht hoffentlich. Ach so. Ich hoffe, man spricht dich so aus, wollte ich sagen. Also, seid, ob das so stimmt. Oh mein Gott. Stimmt, wir haben so viel Zeug dabei. Schauen wir uns gleich an. Ich dachte, deinen Namen, ob das seid, also mit EI gesprochen quasi, ob das so richtig ist oder ob das falsch ist. Das war meine Frage. Ich merke mir das im Regelfall schon, wenn es mir wer sagt. Darum immer her damit. Ging nur um die Aussprache von deinem Namen. Das war's, genau. Hast recht. Was haben wir hier? Sei gegrüßt, wie es der Zufall will, hat am 15. Dezember Emits Geburtstag auf das... Das ist sogar richtig. Das ist viel Post, ja. Ja gut, ich habe letztes Mal am Dienstag haben wir gespielt, genau, habe ich noch Meilen-Sachen bestellt. Mein Name wird sowieso immer falsch ausgesprochen. Deswegen... Ach, seid, diesmal war es richtig, okay. Dann
Passt. So hätte ich auch gelesen, das Erleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat nur kurzzeitig das große Y irritiert, aber meist ist es doch einfacher, wie man meint. In das Lager, in das Lager. So. Wir gucken mal, was wir haben. Zuallererst schauen wir mal zu Chino, würde ich sagen. Also, das ist das allererste. Chino. Chino! Du müsstest hier eingezogen sein, wo Looper war, ne? Da. Ja! Man kann lesen, dass das Sage steht. Ui. Lea, danke dir. Vielen lieben Dank. Und willkommen. Hi, grüß dich. 4 Monate und huhu. Ja, Zeit vergeht, ne? Die Zeit... Oh. Wir wohnen jetzt schon ein Weilchen auf dieser Insel, nicht wahr? Ich frage mich, was die Zukunft hier wohl für uns bereithält. Hast du Emotionen Tagtraum gesehen, die ich verwendet habe? Probier sie mal aus, Bim Bam. Aber Saito oder Sa YouTube oder auch bleibt Sayat. Ah, Saito. Ach, wegen 2010. Ah ja. Die Namen werden immer so genommen. Seid es aber richtig. Ah, okay, gut, dann seid, dann passt. Dann bleiben wir dabei. Ich habe die Emotion Tagtraum gelernt, was man damit wohl alles anfangen könnte. Wir haben eine neue Emotion gekriegt. Nice. War schon zeitlang nicht mehr der Fall. Fatima, danke dir. Hier ist Morpheus. Neues Set. Froni, wer ist noch da? Inselbereich. Ich schaue gleich auf die Insel noch mal rum, ein bisschen. Um es nochmal zu zeigen, auch nochmal zu schauen, was wir gemacht haben, was wir machen wollen. Ich suche jetzt gerade, wie gesagt, aktuell Umbau, deswegen alle Blumen am Strand. Haben mir Kat und Philipp geholfen. Ich suche nur aktuell gerade für schöne Insel. Bis jetzt ist es ziemlich leer. Aber ich zeig's geil. Danke dir. Wie gesagt, die Blumen sind nur temporär auf dem Strand verfrachtet, weil ich die... Und auch die Bäume sind hier noch ziemlich Wildwuchs. Hier ist alles noch nicht fertig, also alles noch in Arbeit. Wo ist Chino? Wo ist Chino? Oder ja, Chino. Hier schon mal nicht. Wir schauen eventuell später nochmal rein. Ich wollte nur schauen, ob Chino da ist. Chino soll ein Hirsch sein. Verstehe ich gar nicht. Die Dämonenrichtung hat mir besser gefallen. Hast die Maus gefunden? Okay. Sie hat uns erzählt. Dann suchen wir mal. Ich schaue mal rundum, ich zeige mal die Insel ein bisschen her und dann sehen wir schon. Die Zeit vergeht voll schnell irgendwie, das stimmt richtig, genau. Also, das hier, wir haben uns gedacht, wir machen für die Bewohner separate Bereiche. War so der Hintergrundgedanke erstmal. Da sind drinnen so ein Asienbärchen ist so ein kleines, also die... Was bedeutet eigentlich Boni holen auf Twitch? Die Boni sind die Kanalpunkte unten. Du meinst den grünen Umschlag, oder? Ich weiß nicht genau, wie die gerechnet werden. Du kriegst pro, ich sage einfach mal 10 Minuten oder sowas, wo du zuschaust, kriegst du Kanalpunkte quasi von mir. Oder von dem jeweiligen Kanal, wo du zuschaust, der sich angemeldet hat. Mit denen kannst du dann irgendwelche Sound-Alerts machen und ein paar so andere Späße, Emotes freischalten zum Beispiel. Und die werden, ich glaube, für zweimal in Folge zuschauen oder irgendwie sowas oder eine Stunde am Stück zuschauen, irgendwie so, gibt es immer wieder mal 50 oder 100
glaube ich, Punkte extra. Das dürften die Boni sein, glaube ich, die Belohnungen. Oder meinst du die Drops? Die immer wieder mal auftauchen. Das wäre dann für andere Spiele, die quasi Twitch irgendwie bereitstellt. Genau. Also wie gesagt, hier oben sind wir bei der Sandrine. Entschuldigung. Mighty, Servus, Ahoi. Also so ein Asienbereich, wie gesagt. Aber mit Wasserspiel im Hintergrund. Hier ist noch so eine Pagode im Hintergrund versteckt. Da sieht man sich gar nicht so richtig. Und hier vor Sandrine quasi soll Yoshi noch hinkommen, wo die Schneiderei jetzt steht. Hier da riecht man noch was Schönes ein für sie. Hier hinten ist dann das Bad. Die Boni holen ist dann die Option. Kanalpunkte. Ja, dann sind es wirklich dann ist das grüne Kuvert. Das kommt immer alle, keine Ahnung, ein paar Stunden kommt das mal. Das ist automatisch von Twitch. Genau, das quasi das Ding ist. Deine Insel ist schön. Dankeschön. Das Bad. Genau, hier sieht man den anderen Teil von Sandrine noch. Dann kommt man hier quasi zu Neuset und Morpheus. Das sind einfach nur 2 Häuser mit einem kleinen Gartenbereich dabei. Da wusste ich nicht recht, was ich machen soll bei den 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen der Gartenbereich. Aber ein bisschen Deko. Morpheus ist ja sehr verfressen, der hat seinen Ofen. Hier kommen wir dann zum Hexenzirkel. Einer der Lieblingsstellen auf der Insel, muss ich ehrlich sagen, von mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mir sogar ein erstes Spaß. Hier quasi beginnt jetzt die neue Sache schon quasi das Leuchtmoos. So magiemäßig soll sich ein bisschen ausbreiten, so ein bisschen mystisch auf der Insel. Die wir quasi hier haben. Gut, hier, ob das bleibt, weiß ich noch nicht. Das ist noch nicht fest da. Hier ist so eine kleine Feuerstelle. Mit Marshmallows. Hier kann man wieder zum Bad. Der andere Eingang quasi, sage ich mal. Und hier quasi ist auch schon wieder Leuchtmoos. Eine kleine Bank zum Hinsetzen. Und hier beginnt die, ja, ich sag mal die Ruinenstadt, so halb, die ich durchziehen will. Also hier sind quasi noch, das hier wird alles Garten hier oben. Das Tor bleibt nicht stehen, das ist nur, ich habe letztes Mal einfach nur ein paar Items hingestellt, das ist alles noch nicht, das Zeug, was hier rumsteht, ist noch nicht final. Das steht einfach nur rum, dass ich es nicht in der Tasche habe. Genau, hier ist ein kleiner Garten. Und hier sieht man den Ruinenbereich, sage ich mal, schon ein bisschen. Den haben wir letztes Mal gebaut. Emily, hi, servus. Oi, oi. Ja, hier ist quasi der Ruinenbereich. Und der wird halt, wie gesagt, jetzt nach und nach erweitert, ein bisschen auf die Insel verteilt. Also wenn einfach hier schon mal was gewesen wäre, glaube ich, war so die Idee dahinter. Und es wurde hier einfach draufgebaut. Tom Nook hat das alles platt gemacht, das passt schon. Kennt man ja. Hier ist der Bereich von Geo und Victor. Da muss auch noch ein Aufgang hin, den können wir heute machen. Letztes Mal mussten wir Vroni umziehen, weil die hier das Haus hatte. Genau in der Ecke. Hier wohnt Victor. Der Mumienhund quasi. Weil die Mumie auf Cleo, auf die Hoheit, sage ich jetzt mal, aufpassen muss. Hier wohnt Cleo. Mit einer Oase. Und mit Unkraut, das sich ausbreitet sich gerade. Auch im Sand anscheinend. Die 2 passen. Genau, hier ist Cleo. Und wie gesagt, der nächste, der Garten mit dem Ruinenbereich soll quasi für Bella und für Fatima sein. Sage ich mal. Die werden hier irgendwo Platz finden. Ah, die Brücke ist jetzt auch schon da, genau. Stimmt, ja, ganz ich vergaß. Die haben wir letztens auch gemacht. Der Laden wird wohl wahrscheinlich in den unteren Bereich kommen. Hier soll dann quasi in der Mitte so eine Art Stadtbereich entstehen. Deswegen auch Froni hier. Und Gunnar kommt ja auch hin.
Was war denn das? Achso, der Bär. Gott. Habe ich noch Platz? Jo. Und die Blumenzucht ist leicht eskaliert bei uns. Ganz, ganz leicht. Ich sehe Schienen nirgends. Wo ist denn die? Ach Gott, was willst du, Morpheus? Nee, komm. Ach, ich weiß noch nicht, was ich heute machen soll. Hui, jetzt weiß ich. Lass uns zu dir gehen und was spielen. Das wird bestimmt lustig. Kann jetzt leider nicht. Ah, okay. Das gilt als Interaktion. Hier soll der Stadtbereich herkommen mit Flughafen einfach. Aber ist auch noch nichts fertig. Mit Rathaus natürlich, mit Vroni und Gunnar. Also das sind die, ich weiß nicht, wie weit ihr die kennt. Also Morpheus ist oben bei Cleo. Das ist Cleo, die Cleopatra-Katze, sag ich jetzt mal. Noisette und das war Morpheus gerade. Sind da oben links. Sandrine und das ist Chino. Kommt quasi dann links unter Sandrine. Und Gunnar quasi im Vroni kommen in den Stadtbereich rein. Und auch mein Haus wird auch noch verrutscht. Ich würde gerne, wenn wir irgendwann mal so weit sind, noch mit 2, 3 neuen Accounts von mir auf meiner Insel quasi noch andere Häuser einrichten. Sprich, so Sachen wie Fitnessstudio, ein Kino, einfach solche Dinge ein bisschen. Oder Restaurant, was da einfach irgendwie geht. Wäre ganz cool, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber alles gute Zukunftsmusik. Links neben dem Stadtbereich, wo die 3 Häuser jetzt stehen, soll Stadtpark Wald oder irgendwie sowas in die Richtung hinkommen. Chino kommt, wie gesagt, dann auch den Asienbereich, der dann links komplett angeht. Und oben drüber, wo der Laden jetzt aktuell steht, der kommt auch runter, wird dann alles quasi Gartenbereich und Ruinenbereich, sage ich mal. Und da werde ich heute auf jeden Fall weiterbauen. Eventuell, wenn heute Haru kommt, weiß ich nicht genau, ob sie heute da ist, schauen wir vielleicht auf ihre Insel auch noch. Ins Lager. Ah, ja gut, okay. Ja, das Link im Lager ist auch ganz gut. Das passt schon. Haben wir Insekten im Lager? Ich weiß es gar nicht. Haben wir tatsächlich nur 3. Die verkaufen wir Carsten schnell. Oder Carlsen heißt der Gute. Na Gott, Mist, ich wollte gar nicht hoch. Haus ist auch noch nicht wirklich ausgebaut, das ist auch noch ziemlich leer. Nur so kleine Deko-Dinger drin, immer wieder mal. Küche steht was drin. Ich kann es dir kurz zeigen. Also Keller ist noch komplett leer, glaube ich. Nee, ist nicht. Küche, nichts Besonderes, weil einfach Items noch nicht da und ein bisschen rumprobiert. Aber wir können kochen. Das einzige richtig eingerichtete Zimmer ist eigentlich das hinter mir. Also das hier quasi. Das war so der erste Asienbereich. Ich mag Asien. Und Keller, doch, Keller, glaube ich, haben wir ausgebaut. Ich glaube schon. Ich schau mal, ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon so lange her. Ja, doch, genau. Ja, genau, stimmt, das war ein Bad. Stimmt, ja. Da haben wir Toilette reinbaut mit Bad, ein kleines, also auch nichts wirklich Besonderes, ist noch ziemlich karg und leer. Und hier ist so, ja, Wäsche, Haushaltsbereich, Kicker da, ja. Aber stimmt, da haben wir nur Items, glaube ich, eigentlich mehr oder weniger fast nur Items zwischengelagert. Mehr, glaube ich, war das gar nicht. Und der Rest ist jetzt, wie gesagt, oben eigentlich. Das ist die Hafenstadt uns am meisten Zeit kostet letztes Mal. Hafenstadt, sage ich. Ruinenstadt meinte ich, Entschuldigung. Ich glaube schon wieder Mist. So, dann, wo ist Carlsen?
Und wo ist Chino? Das ist der erste. Ja, ich weiß, dass du Insekten magst. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Hier ein Insekt für dich. 1, 2 und 3. Nehme ich. Merci. Monai. Ah, okay. Hier ist ein Set. Boni. Bella. Ist die bei Bella? Eventuell? Nee, ist sie nicht. Aber Bella kocht. Hi. Wenn du so Batschen hier bist, musst du warten, bis ich die Sache hier gewuppt bekommen habe. Was machst du da? Hatte plötzlich voll die Gier nach Kürbisscones. Okay, wow. Weiß auch nicht wieso. Das Zeug kannst du ganz leicht selbst zusammenpanschen. Nimm ruhig mein Rezept, ich improvisiere eh. Ich mag Bella. Nice. Das passt. Aber ich sehe immer noch ein Ding nicht, oder? Wo ist sie denn? Ei, wo ist sie denn? Ich habe die im Intro hier rumrennen sehen, deswegen wundert es mich jetzt gerade. Hier ist Fatima. Okay. Carlson, Froni. Bin ich blind oder deppert? Oder beides? Hui. Ich pack mal kurz ein paar Sachen hier. Um das neue Set. Was wir eh schon gemacht haben. Oh, stimmt, die Ach, die Mimosen, genau, stimmt, ja. Ich liebe den okkulten Scheiß, ne? Das ist echt. Mama, hier schneit es so stark, dass sogar der Postbote zu Hause bleibt. Wenn du diese Karte in den Händen hältst, hat sich die Situation aber wohl schon wieder entspannt. Deine eingeschneite Mama. Morpheus, stehst du auf Kunst und so? Ich habe neulich beim Aufräumen das hier gefunden und muss ständig drüber nachdenken. Deswegen bist du jetzt an der Reihe. Viel Vergnügen damit. In der Dash. In der Dash. Ebenfalls in der Dash. In die Dash. Und ein letztes in die Dash. Was haben wir alles? Blumenbeet haben wir bestellt. Haben wir auch bestellt. Das Partitor. Haben wir auch bestellt. Haben wir auch bestellt. Auch.
Edelgemälde. Ist es falsch? Ich weiß es nicht. Strickpulli von Mama. Nö. Lieber nicht. Einen Moment. Ach, Scheiße, ich habe viel zu viel Zeug dabei. Ne? Ist das zweimal der gleiche? Ah, okay, deswegen. Gut, dann brauchen wir den auch. Welcher war das? Muss schon passen. Ich hole mal die Fossilien und die zwei können wir wieder wegtun fast. Ich hole mal die Fossilien raus und gehe mal zu Eugen. Ich denke, das ist der Plan. Der kommt mit Lager. Okay, das muss ich mir erst noch anschauen, glaube ich, die Sachen. Fossilien, wo seid ihr? Fossilien? Kein sie Eugens, gell, bester Mann. Kein sie habe, Jerry. Servus. Alles gut bei dir? Bist bei Rainbow mal dabei jetzt dann? Logo? Ernsthaft? Ja, ja. Bin gerade wieder am LOL zocken. Weiß ich. Wurde mir schon berichtet. Wie schaut's mit Mario? Kommt mal wieder aus mit dir. Sehen wir die gar nicht mehr. Alle Fragen schon, wann der einzigartige und grandiose Keinzi wohl wieder dabei ist. Ich muss immer wieder enttäuschen.
Ich sage aber, es tut mir leid, er hat euch einfach nicht mehr lieb. Stimmt wahrscheinlich, ja. Sind immer nicht meine Zeiten. Was sind denn deine Zeiten? Spontan eher wahrscheinlich, oder? Was haben wir da? Mit dem Zeug warte ich mal noch. Ja, aber LOL zockst du ja nicht bloß eine halbe Stunde, oder? Das dauert auch länger, oder? Ah, passt schon. Viel Spaß auch bei dem Essen. Okay. Alles klar, kein Problem, kennt sie. Lass es schmecken. Einmal essen in den Kenzi rein. Ich lasse die mal da. Die haben anscheinend noch in dem Museum, die zwei. Aber eventuell gefallen mir die als Dekoration besser. Muss ich mal schauen. Das ist Asia-Bereich. Das ist Asia-Bereich. Das ist Asia-Bereich. Der Löwe eventuell? Löwe ist Asia-Bereich, glaube ich. Das Tor ist Asia-Bereich. Die Säule nicht, aber wurscht. Ich räume es mal hinter. Auf dass ich über China mal sehe. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn die? Er rennt im Museum rum. Das kann vielleicht sein. Das kann vielleicht sein. Hier ist noch viel zu viel Zeug, ne? Ach stimmt, die Pavillon, ne? Oh mein Gott. Ich brauche irgendwann Platz, wo ich das Zeug hinstellen kann dabei. Hier? Ah, hier glaube ich ist gut. Hat aber noch einer dabei, oder? Puppenset, oder? Auch Angemos. Kann man den umgestalten? Muss ich schauen. Blumenbeet, Obskur, Riesenranke, Waschbärenfigur. Ja, lass ich einmal da. Vielleicht kann man es für die Bereiche brauchen. Irgendwie glaube ich, den Panda stelle ich nicht draußen hin, aber Pagode können wir mal herstellen. Der ist auf jeden Fall. Tabata. Und das Tor glaube ich auch. Tor, Nussknacker. Tori, da ist es. Und auch das Samurai-Kostüm. Stellen wir noch. Na komm. Und Samurai-Kostüm, genau. Nice. Okay. Es ist mal im Bereich, wo es hin soll.
passt schon. Das dürfte auch noch ein Ding sein, ein Original, glaube ich. Frage, was es umgestalten muss, denke ich da dazu. Blumenbeet ist definitiv Garten. Pergola, das war glaube ich das Ding mit dem Goldaltar. Alter. Okay. Das ist auch Gartenbereich normalerweise. Beet. Was haben wir noch? Wollte der den Altar gar nicht? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah, okay, nee. Also. Okay, das sind die Altäre quasi Deko, einfach nur. Gut, passt. Kann ich leben damit? Der I can live. Einmal zack. Viel zu viel Zeug, ne? Höhle kommt auch da rein. Kommt auch hierher. Die Platz hier? Höhle habe ich mir schon überlegt, eventuell, ob wir die nicht hier hinten rein irgendwie bauen. Aber wir haben den Platz nicht mehr, ne? Also, bau so rein. Wäre auch cool. Aber vielleicht bauen wir da einfach um. Vielleicht bauen wir da einfach um. Ach, das leuchtet dauerhaft. Du auch? Oh, wie nice. Okay. Einmal Zeug verkaufen. Haben wir was Interessantes auf Anhieb? Nicht so wirklich. Herd vielleicht. Verkaufen. 1, 2. Ja. Mag ich. Ciao. So, das Zeug ist alles unterbringen. Oder unterbringen muss man es nicht unter... Mal schauen, wie wir es machen. Wenn wir es links raus ein bisschen ziehen, vielleicht die Sachen. Umgestaltungskits haben wir doch da irgendwo bestimmt liegen. Ne, garantiert. Jawohl. Der Stein kommt ins Lager. Nussknacker auch.
Gucken wir uns das einmal kurz. Spannend, ich will umgestalten. Mein Gott. Das ist leise, das Spiel. Also umgestalten? Ach, kann man nicht. Okay, gut, dann ist die Frage beantwortet. Ich lasse die Sets mal trotzdem hier liegen. Ich glaube, wir werden sie noch öfter brauchen heute, eventuell. Also, ich nehme es mit, komm. Ich habe bestimmt, glaube ich, noch Dinge rumliegen, oder? Ich glaube sogar die Werkbank. Garantiert. Ich habe mal letztens reingeräumt. Habe ich schon übersehen? Ja, da war sie. Kathi, hi. Yo. Lüla. So. Ich stelle jetzt einfach mal da die Bank her. Und die Kids tue ich daneben hin. Wenn wir brauchen, haben wir sie. Gut. Jetzt, was machen wir? Wir haben die Echse verkauft letztes Mal, müssen wir noch schauen. Pergola. Ach, okay. Du hast so ein Ding. Ich könnte das hintere austauschen. Schauen wir mal. Ob das so bleibt, weiß ich ja noch nicht. Da muss ich wirklich schauen. Nochmal Interesse halber. Wie schaut denn das Ding da aus? Nicht so nice auf jeden Fall. Also wir wollen Säulen. Das Zeug hier. Weiß ich noch nicht. Ja. Ja. Ja, die Höhle wollen wir. Wir wollen die Ruinentore. Die Säulen auf jeden Fall wieder. 3 Blumenbeete können wir mitnehmen. Mal schauen, Moorstein, weiß nicht, die 2 Girlanden können wir für unten, für den Partybereich, vielleicht auch die Dinger, die Sockel. Und das Ding mal, das müsste passen. Jetzt haben wir hier, glaube ich, alles leer, oder? Ja, ich glaube, genau. Jo. Heißt, wir können... Ich teile einmal mit. Und Skelett vielleicht noch. Wie schaut's denn da aus? Beginnen.
Ich würde hier... Ich hole mir von Tom Nook so einen Aufgang. Frage ist, für den Bereich, was macht man da? Machen wir Stein? Oder auch einfach den klassischen Abhang, der glaube ich schon am coolsten aus, ne? Ah, der klassische. Am günstigsten und gefällt mir am besten, muss ich ehrlich sagen. Hello. Einmal Aufgang, bitte. Ich habe schönst. Wie viel? 2, 4, 5. Was ist denn ein Lumpenarztkittel? Wieso hat die Lupa sowas? Hello, Meister Nook. I want to have a Abgang. Infrastruktur. Ich möchte den Aufgang. Ja, ich möchte den Aufgang bauen. Ja, safe. Aufgang habe ich gesagt. Abgang. Also mit ab. Haru, hi. Na, hier, wie geht der Bau voran? Wir sind gerade am Starten. Gerade noch Insel ein bisschen rumzeigt. Und gerade haben wir angefangen. Items ein bisschen angeschaut, was wir haben. Jetzt geht's auf. Haru, wenn du heute kannst, und wenn du Lust hast und Zeit hast natürlich für mich, würde ich heute gerne mal bei dir vorbeischauen. Wenn ich darf. Wenn nicht, dann mache ich einen Stream aus und weine bitterlich. Nee. Wenn es dir passt, würde ich mich freuen. Das Plateau hier ist zu zerklüftet, um einen Aufgang zu bauen. Wir sind einfach zu nah dran, ne? Das ist Erpressung. Ich habe nur gesagt, dass ich bitterlich weine. Nee, also, ernsthaft. Wenn es okay ist, komme ich sehr, sehr gern. Das ist Espresso. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Eins, zwei weiter hin. Ich habe überlegt, ob ich da noch was hinstelle neben den Aufgang. Aber das geht, glaube ich, nicht. Also wäre jetzt vielleicht irgendwie so dekomäßig in der Säule oder sowas vielleicht noch hinkommen. Nee, kein Haus, kein Haus, kein Haus. Ich habe an die Höhle gedacht quasi. Aber auch wenn ich die Höhle da hinbaue, kommt man, also warte, ich schau mal, ob ich es gerade finde auf Anhieb. Aber irgendwie... Man kommt halt nicht mehr rum, ne? Das ist blöd.
Außerdem schaut die da ziemlich deplatziert aus. Nee. Die muss in irgendeiner Ecke. Ich habe noch meiner Mama versprochen, mit ihr unter den Waschraum zu gehen und Wäsche holen. Da wollten einige andere meine Insel nicht auch sehen. Sind sie denn da? Ich weiß nicht, wer das damals war. Ich weiß gar nicht, wer war letztes Mal dabei. Ändert nicht wirklich was, ne? Muss noch was dran bauen, glaube ich. Ich weiß, also gut, Claudia, glaube ich, wollte sie sehen. Ja, auch Claudia war dabei, das stimmt. Claudia, glaube ich, war dabei und ich glaube, Claudia war in erster Linie interessiert dran. Ich kann mich erinnern, dass Bubu, Kate ist da. Kate müsste da sein. Bubu, stimmt, der Bubu ist halt noch nicht da. Wir können mal gerne warten, es muss ja nicht gleich sein. Da können wir jetzt ruhig, wenn ich bin ja ein bisschen länger da heute, da können wir ruhig eine Stunde oder zwei warten jetzt. So glaube ich ist cool. Gut. Das erste, was ich schauen möchte, wie schaut denn das aus? Müsste gehen, ne? Zwei nebeneinander. Vielleicht eine Säule dazwischen. Passt irgendwie nicht so zu Cleo, ne? Die hat gerade scheinbar nicht so wirklich. Aber die Tore, die sind so schön. Ich meine, das. Ach. Gut, wir können natürlich hier da vorne die Tore noch hinstellen ein bisschen. Ich zieh mal einen Laden um. Wo man dann effektiv hinstellen weiß, der muss eh runter.
Dann haben wir zumindest heute Aufgang und Laden schon mal versetzt. Das sind die einzigen zwei Sachen, die aktuell noch im Weg sind, glaube ich, der Laden genau und den Aufgang, den wir brauchen. Später kommt eine Brücke hin und, aber kriegen wir jetzt schon. Infrastruktur. Dann haben wir das zumindest schon mal. Positionen ändern möchte ich gerne. Den Laden. Für alles Geld verlangen, ne? Für alles. Alles kostet Geld bei dem. Wir haben jetzt nicht gefragt. Wir ziehen euch um. Was die überhaupt fragen, muss er da laden? Ist das. Also laden. Habeltiere. Meister Pets. So. LL. Löladen. Machen wir einfach mal vorübergehend hier hin. Passt. Muss nur oben aus dem Weg. Das kriegen wir dann schon noch. Ich kann es mir hier unten bauen. Gut. Der ist halt jetzt noch nicht weg. Das ist ein Problem. Aber kriegen wir noch. Den Weg können wir weitermachen hier bis hier runter. Weil ich weiß, ob ich die Brücke da lasse. Bis gleich, Haru. Danke dir. Bis gleich. Er wollte mir anschauen. Ach, das seid ihr, wie cool. Wusste ich gar nicht, dass es gibt. Nö. Ich würde gerne den Laden da oben weg haben jetzt. Andererseits können wir... Machen wir nach links weiter. Und wir haben ja hier den ganzen Bereich. Es kann ja hier quasi ruhig noch irgendwo... Als Beispiel jetzt einmal... Das ist dann eh am Wasser dran. Hier noch so... Ah nein, die ist falsch. Sowas. Einfach so leicht bemoost ein bisschen beim Wasser.
Was kann das? Geht hässlicher. Wird es aber fast umdrehen. Wo ist die denn? Ich glaube, am Wasser bleiben wir bemoost. Ich glaube schon. So nämlich irgendwie. Ich lasse mal so. Woohoo! Eventuell. Es ist alles nur Rumprobiererei, also da ist nichts final aktuell. Und hier könnte man natürlich noch ein Tor hinstellen, aber es kann ja, ich weiß nicht, wo wir Bella hin verfrachten, ob wir die irgendwo hinstellen. Wenn die hier hin tun, ich glaube schon, ey. Grüschenk. Platz mehr, wenn wir da. Nice. Buntglas-Hängelampe. Okay. Ich wünschte, man könnte Sachen schräg stellen. Der Bereich ist viel zu klein. Hier kann einfach eine Säule hin.
Frage, ist eine ganze oder ein Tor? Tor, glaube ich, ist too much, ne? Bubu, hi, grüß dich. Willkommen, hi. Alles gut bei dir? Ach so. Mir geht's gut, danke dir. Kann mich nicht beschweren. Also es ist zwar jetzt war nicht so gedacht tatsächlich. Ich finde es aber jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich meine, das ist deutlich. Das sind 3 breit, ne, die Tore. Wir können natürlich auch den Eingangsbereich machen hier. Vorher alle Dinger, vor alle Teile hier quasi. Claudia, hi, grüß dich. Hello. Dass man vor alle 3 Dinger hier sowas hinsetzt. Dann hätten wir ja so komplette Wand, aber ob das dann so gut ausschaut. Wie gibt's denn die Dinger? Ich glaube, das wäre dann zu viel, ja. Da kannst du recht haben. Ich meine, die Dinger gibt's noch. Es kann auch hier schaut's viel heller aus, ne? Wir könnten die ja so machen. Haru. Also Bubu ist jetzt da, Haru. Und Claudia ist auch schon da. Ich meine, ich spinne jetzt nur rum. Also, er schlagt mich nicht. Es muss ja nicht immer Sinn machen. Aber hier zum Beispiel so ein paar so. Dann ist halt da mal irgendwo reingegangen. Machtel, hi. Servus, grüß dich. Hi. Alles gut bei dir? Dann ist halt da mal irgendwo reingegangen, ne? Jetzt ist ja genau der Punkt, die Sachen hinzubiegen, hinzukriegen, ohne dass es zu gewollt und zu viel ausschaut. Das Verteilen wird das interessant.
Alles gut bei mir, danke. Ich hoffe dir auch. Mir geht's auch gut. Danke dir. Einwandfrei. Hab zwar, sagen wir, selten so eine Nacht gehabt, wo ich so schlecht geschlafen habe, ja, aber hat man einfach mal. Na, warte mal, vielleicht eine andere Version. Wie schaut der mit dem aus? Die da. Ah, das geht nicht ganz dran. Oh, es ist so schlimm. Das ist immer doof, ja, finde ich. Aber ab und zu hat man so. Ach so, komplett wegmachen, meinst du? Ja. Kann das was? Ich habe das auf vor dem Kapitän gesehen. Ah, okay. Vorab mit, ich weiß nicht, wie sehr du oder ihr in der Backstory der Charaktere auf meiner Insel interessiert seid, als ob ihr von denen, also ob ihr von denen wissen wollt. Und mal beim WLAN wieder aus Twitch. Twitch funktioniert eigentlich, Claudia, tatsächlich, glaube ich. Haru, wenn, dann brauchen wir das volle Programm. Also, wenn du halt Zeit hast und Lust hast, sagen wir es mal so. Ich kann uns auch umgestalten. Ah. Lila. Der schaut halt schon geil aus. Ah, ist der hübsch. Total toll in schwarz. Ich werde nicht mehr gestört von meiner Ma. Ah, okay. Heißt, du hast Zeit. Ach, man kann das Lichtertor gar nicht umgestalten. Ah, wie belastend. Na gut, aber das... Ach komm. Kann das was? Die andere Seite, also ist jetzt eine andere Farbe, können wir vielleicht irgendwann austauschen. Müssten wir vielleicht dann bei Gelegenheit, ja. Ah. Zeit hat heute genug, okay. Jetzt habe ich eine Frage. Ich meine, gut, Cleo ist eigener Bereich, vollkommen richtig. Ich meine, hinten am anderen Säule stehen. Und ich meine, ob wir hier rumrennen können oder nicht, ist eigentlich ziemlich wurscht. Ah, da. Müssen wir vielleicht umgestellt. Das schaut ziemlich komisch aus, gell? Das ist zu viel. Lieber die Trennung. Das ist zu viel.
Und hier ist genauso furchtbar, glaube ich. Passt nicht. Oje, oje, Schatzsuche, das haben wir einmal gemacht mit Tatjana damals. Ja. Unser kleines Spiel läuft ab wie folgt. Ich habe einen Schatz auf Instagram, findest du innerhalb der Zeit, gewinnst du, findest du nicht, gewinne ich. Nun ist das Zeitlimit etwas knapper, das macht die Sache spannender. Viel Glück. Scheiße. Okay. Es ist random, wo der ist, ne? Die Musik dazu, ne? Die macht mir überhaupt nicht nervös. Ja, kann auch auf Höhen eben sein, wo kein Aufstieg ist. Okay. Ah! Aber wirklich nur, wenn die da sind, die letztens gespawnt waren auf meiner Insel. Da bin ich penibel. Ich möchte niemanden außen vor lassen. Toni, hi! Le Moscherie. Oui. Just oui, ma belle. Da ist Froni. Weißt du recht, gib mir den Schatz bitte, damit ich ihn für dich öffnen kann. Weißt du, vergraben, dass ich ihn ausgraben kann, das glaubt ihr schon, aber Paket aufkriegen, das tue ich nicht. Bist du bereit für das, was da kommen mag? Jo. Ah, Portier-Outfit, ja, nice. Im Sauber. Ich sag nichts. Danke dir. Mit dem Ding. Sieht gut aus. Dragoluna, hi! Grüß dich. Moment, soll ich die halbwegs erklären, soll ich es in den Chat schreiben? Wenn du magst, habe ich kein Problem damit, ja.
Du kannst auch in den Voice kommen, wenn du magst. Bruchsäule, Skelettteich, Prachtskulptur. Die Skulptur, was war das für eine? So wie ich damals mit der Erklärung zur Story vor Resi 7 ist gar nicht anstrengend. Also ich bin nicht sicher, ob ich mich das traue. Liegt an dir. Liegt komplett an dir. Du darfst es in den Chat schreiben. Du darfst es ins Discord schreiben. Und ich lese vor, habe ich auch kein Problem damit. Du darfst auch gerne ins Voice. Wenn nicht, überhaupt kein Thema. Ach, mir hast du eigentlich schon den Ringfit ausprobiert? Wenn ja, wie war's? Nee, leider nicht, Toni. Noch nicht. Ich muss morgen was viel Wichtigeres ausprobieren, Toni. Bleib bei Schreiben, ich werde niemals ein Wort rausbekommen. Haru, sind nur wir. Aber liegt, wie du magst. Es sind nur wir und das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, habe ich keinen gefressen. Also ich glaube nicht. Aber hat hier die Höhle Platz? Nee, also vorletztes Mal war das der Fall. Aber letztes Mal nicht. Es war bloß auf Versehen, ich muss scannen. Beim Einatmen war das dann quasi so. Aber wir sind doch alle lieb. Doch, die Karte hat er gefressen, aber sie hat den Weg rausgeschafft. Achso. Curvig. Ja, genau. Genau. Vollkommen richtig. Look at die. Ist right. Genau das wollte ich machen. Genau. Sind nur wir, haben meine Klasse auch gesagt, bevor ich meine Präsentation halten sollen und nicht reden konnte. Haru, wie gesagt, stress dich nicht. Stress dich nicht und mach dir keinen Kopf. Muss ja gar nicht sein. War nur ein Vorschlag von meiner Seite. Falls du mögen solltest. Was ist cooler? Die Frage ist, passt die überhaupt hier? Was noch blöd ist, man sieht nicht rein, ne? Und das ist auch Mystik.
Umgedreht schaut es cooler aus. Aber es macht halt überhaupt keinen Sinn. Und das jetzt. Ähm, hm. Ist die Farbe cool? Wenn wir das erste. Hallo? Ah. Also ich starte lieber kleine Texte in meine Notizen und füge sich herein. Haru. Überhaupt kein Problem. Sag mir, wenn du fertig bist, sag mir, wenn du bereit bist. Lass dir Zeit. Und mach dir keinen Kopf. Worum geht's eigentlich? Einfach mal reintrollen, ne? Gut, Vorteil wäre halt das. So wie wir es halt hier sehen, ne? Die Höhle. Haru zeigt dir die Insel. Und Harus, ich weiß wohin. Und Harus Insel hat eine Geschichte, quasi die sie mit einer Freundin zusammen gemacht hat. Gehört die Insel von der Freundin auch dazu? Ich weiß es gerade gar nicht, aber zumindest hat sie mit einer Freundin eine Geschichte geschrieben, glaube ich, oder sich ausgedacht. Und ihre Insel gehört auf jeden Fall dazu. Keine Kopf machen, war nur ein Vorschlag und keiner haut dich, wenn du nicht magst. Außer du magst gehauen werden. Dann ist das okay. Karte hat für solche Fälle die dedizierte Peitsche. Ne? Es ist tatsächlich mein Kack-WLAN. Ich versuchte eben, die auch hochzuladen und das ging auch nicht. Ach scheiße, Claudia. Nee, die dedizierte Peitsche für sich, wenn du brav bist. Ich bin nie brav. Jede Insel gehört nur mir, aber ich habe ihre Erlaubnis, zweier Charaktere auf meiner Insel zu haben. Ah. Ich glaube, ich mag jetzt da andere. So, du kannst das Fisch dann einfach fett nennen, das geht nicht. Nenn ihn korpulent oder...
Den Bereich da hinten haben wir ja auch noch. Wie jetzt? Was denn? Brauchst du eigentlich wieder was? Mein Lager ist zu voll. Claudia, immer gerne. Weißt du, was backen solltest? Darf ich einen Rezeptvorschlag machen? Natürlich. Jetzt bin ich gespannt. Mob die armen Fische nicht. Genau, die können nichts dafür. Veganen Spekulatius Cheesecake. Veganen Cheesecake kann ich. Mit Achso, gut, das ist easy. Aber vegane Spekulatius? Butter und so? Spekulatius hätte ich genauso geschrieben, Toni, ja. Gerade hilft nur eins, wenn ich den backe, zu mir kommen und mithelfen. Und darfst noch essen danach. Boah, wie fies. Ich habe so Hunger und die doofe Pizza kommt nicht. Dagi. Ich helfen. Mit Essen helfen. Sachen machen, du darfst dann dumm daherreden. Spekulatius dazu Kakao. So, das kann ich auch. Wieso rufen mich jetzt alle? Einer. Ah, zwei. Weil du beliebt bist, Dagi. Wir haben dich vor kurzem gestalkt bis zum bis zum Gönjamin. Weil du uns fremd gehst. Habe ich gar nicht mitgekriegt, ja? Ist es so, Dagi? Hallo, mein verlorener Sohn. Das ist alles, was er umgestalten will, nicht umgestalten kann. Das ist irgendwie belastend, wisst ihr das? Doch, doch, Mietz, wir wurden geradet, damit wir Dagi nerven können. Ich wurde geradet, okay. Bei Björn umgestalten, Dragoluna?
Vom Machtel zum Gönjamin. Da waren wir dann alle, aber Dagi war schon weg. Da haben wir alle geholt. Achso, ich kenne Gönjamin jetzt nicht, deswegen war mir das neu. Auf dem Minecraft-Server mobbe ich momentan den Ladendieb. Ich schau mal, Dragoluna. Ich war da. Ich war bei denen noch gar nicht. Han. Fliegen. Roshi, sagt er. Zur Harvestinsel. Ja, Roshi. Ja. I have everything I need. Let me fly to the Harvey. Ba. Ach, Gönjamin ist derjenige, wo Darky Mod ist, ne? Rosina und Björn haben hier auf Umgestaltungsgeschäft aufgemacht. Hallo, freut mich. Ich heiße Rosina. Und das hier ist mein Göttergott Björn. In was habe ich recht, wir müssen uns geschäftlich nieder und freuen uns sehr. Man kann dem Björnbärchen alte Lieblingsstücke genauso zurecht haben, wie du willst. Meine Liebste ist nur verspricht dir doch nicht gleich das Blei vom Himmel, aber ja, ich streng mich an. Oh, ganz schöner Schock mit so viel Pompe hergestellt zu werden. Da fehlen mir echt die Worte. Also lieber nochmal von mir, ja. Hallo, ich heiße Björn. Von dir stets mit Freuden zu Diensten. Wie meine geliebte Rosina bereits sagte, bin ich der Oberfachmann für allerlei Anpassungen. Bring dein Lieblingsstück einfach bei mir vorbei und ich schaue gleich, was ich für dich tun kann. Oh, ihr beiden Turtelchen seid so niedlich und ihr beiden arbeitet auch zusammen. Beeindruckend. Gut, dann nochmal viel Spaß. Kommt jederzeit vorbei, wenn du was umgestalten willst. Was erinnert mich an den Typen, der bei Machtels auf der Insel war und das ganze Zeug eingepackt hat und plötzlich wieder weg war. Das hatte ich auch schon mal. Vor allem in einem Stream kann ich nicht reden. Was? Das war viel zu schnell. Das macht er bei mir immer bei mir. Tasche packen und weg, Spaß. Tut mir leid, dass ich so viel im Lurk bin. Mir geht's momentan nicht so gut. Hoffe mir. Nee, ach komm, Lea. Weißt du doch. Natürlich nicht. Geht viel zu schnell. Kann ich bei dir die komische Lichterkette Augen gestalten? Weißt du, so Claudia angeschrieben die ganze Zeit. Ich soll Sachen mitnehmen, weil ihr Lager voll ist. Oh, das ist hübsch. Ich fühle mich aber total schlecht. Lea, das passt überhaupt, geht immer nicht. Zeit, wir kommen, du bist wieder da. Ich will es gar nicht sehen. Hinter Mikro verstecken. Oh mein Gott. Was ist denn das? Achso.
Ich hab die Flügel, kannst du den Hand dazu. Oh je, oje. Ja, gute Besserung auf jeden Fall, ganz klar. Aber es ist kein Stress, wirklich nicht. Wir haben eine neue Frisur gekriegt. Das passt schon. Hey du. Das da. Gib. Der hat hier Lose? Ernsthaft? Cool. Okay. Was mache ich mit dem? Ah. Wir schauen intelligent aus. Aha, 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 aha. Ach, so ist es. Mhm. Ja, dann. Aha. Ja gut, okay. Wie man sein Pürtel herdreht. Vielleicht müssen wir zu Harvey oder zu Björn mit dem, mit der Laterne da, mit dem Lichterketten-Dingens. Vielleicht kann der das. Ganz sicher. Ja. Aber Lea, wie gesagt, ich finde es schon mega süß von dir, dass du einfach die ganze Zeit sagst, du würdest gerne, aber geht halt einfach nicht, etc. Es ist wirklich okay. Grutzl, ein Grutzl-Skelett. Doppelt mit TZ und mit 2Z und T. Grutzl. Hui. Das Skelett da reinwerfen wäre cool. Den hat's da erwischt. Das Ruine-Ding. Sollen wir hier noch einen Altar hinmachen? Ich lese immer Obstaltar. Toni, nicht bloß du. Für alle, die es nicht wissen, weil Toni gerade schreibt, morgen kommt ein neues Update von Fastmod raus. Heißt neue Gegenstände, neue Geister, neue... Also alle Geister wurden überarbeitet, was ich mitgekriegt habe. Es wurden
Geht das bitte, geht bitte, geht bitte, geht bitte, geht bitte. Wie geil. Wo ist denn eine Schiene, ne? Ich liebe Phasmo. Sie haben einmal die Geister überarbeitet, dass sie besser, also mehr unique sind, dass quasi mehr unique halt, also eigen sind. Dann haben sie Tarotkarten kriegen wir kriegen einen Spiegel. Spiegel ist neu auf dem Bild. Spiegel war drauf, vor dem wusste man bis jetzt noch gar nichts. Wir kriegen die eine Spieluhr, einen Beschwörungszirkel und was? Eine Voodoo-Puppe kriegen wir noch gerne zum Beispiel. Ganz eine dumme Frage. Wenn ich auf den Altar und nun fast mal will Zähnebürsten sehen, will Zahnbürsten sehen. Ich fühle mich mit einem Schmerz. Scheiße. Ich dachte, er vielleicht eine Skulptur draufstellen können. Ja, gut, die nicht, aber. Vielleicht die? Oder die? Ah, belastend. Es hätte mit einer Statue so cool ausgeschaut. Der Löwe geht auch nicht. Könnte dazu groß sein. Shit. Hätte funktionieren können. Weiß mal ernsthaft, wo ist denn Yoshi noch? Muss ich die wirklich suchen? Ich weiß nicht, ob das drüben irgendwie cool ist, aber ich hätte gerne eine Säule oder zwei. Vielleicht machen wir einfach noch kurz ein paar.
Ich mag Yoshi noch nicht. Ich glaube, die wollen Yoshi canceln. Was? Ich liebe Yoshi noch. Yoshi no, ich habe schon verstanden, aber ich glaube Ranken war es, ne? Und Stones? Ich glaube, die Säulen waren gar nicht so teuer, ne? Joi. Danke. Was? Ah, ich bin voll, deswegen okay. Also bist du ein Yoshi-Hater, damit ein grüner Dinosaurier Heider, so mit einem grünen Hafer. Was? Du bist ein Yoshi-Hater, so mit einem grünen Dinosaurier-Hater, so mit einem grünen Hafer, so mit einem Pflanzen-Hater, so mit einem Heider des Lebens. Heider? Dagi, was war in dem Cover drin? Hater, Hafer und Heider? Dagi liebt die Abwechslung. Guten Appetit, Claudia. Wow. Oh je. Wie eine gute Platz, komm. Haferflocken sind nicht unbedingt schlecht, ne? Da meinen wir nicht auch. Die mooste Version. Ich glaube, die mooste Version brauchen wir für das Skelett, ne? Genau, da will ich ihn nicht haben. Und was wollte das drauf liegen? Ich weiß es nicht mehr. Doch, weiß ich.
Jetzt kommen die wichtigen Fragen. Da wo Monte wohnt und du. Buchste Hude, oh mein Gott. Sag, ich bin minimal enttäuscht. Bin ich enterbt? Nee, nee, noch nicht, Daki. Soweit ist noch nicht. Buchste Hude, ja. Von mir nicht. Eppendorf, okay. Ich hoffe, nichts Schlimmes, Bubu. Ah, besser ist. Wurde nicht gut gemacht, deswegen immer noch krank geschrieben. Ah, okay. Was wurde operiert? Jetzt bin ich auch gespannt. Na, halt am Fuß Fehlstellung korrigiert. Ja, Halux, ja klar, logisch. Doch, kennt man. Ja, okay, ich komme aus dem Milchstraße, mein hier aus Mühlhausen. Oh je. Ab und zu tut es einfach nur weh. Ah, die Schmerzen. War sogar im Facharztklinikum, nie wieder, lass den zweiten Fuß woanders machen. Oje, oje. Bearbeiten beginnen, ja, ich möchte designen. Bubu ist eine Frau. Hast du letzte Mal schon gesagt gehabt und ich denke, Halux ist tatsächlich, glaube ich, doch
Also täuscht ich mich, aber Hilux ist, glaube ich, schon von vielerlei Frauenproblem, großteils, glaube ich, oder? Können Männer, glaube ich, auch haben, aber ist, glaube ich, durch die Schuhe oftmals der Fall, oder? Korrigiert mich, wenn ich mich täusche, aber ich kenne es bis jetzt nur von Frauen, glaube ich. Ein Bubenmädchen. Ja, richtig, bei mir ist es aber erdbedingt. Ah, okay. Hat ja nichts mit Geschlecht. Ja gut, ich kenne es nur, dass sich Frauen das operieren lassen, immer wieder mal den Halux. Aber darum dachte ich mir, vielleicht von den Schuhen her, Männer haben doch eher meist bequemere Schuhe dran, während Frauen dann die auch oft einmal die Dinge, die Stöckelschuhe, die Pumps anhaben. Und ich glaube, da kommt das auch schon, oder? Oder es verstärkt es zumindest, glaube ich, ne? Oder Sport, glaube ich. Ja, kann auch sein. Zu enge Schuhe allgemein. Ah, okay. Na gut, aber das sind ja meistens dann die eher unbequemeren Schuhe, sag ich jetzt mal. Möchtest du noch mehr wissen von mir? Machen wir eine Kennenlernrunde. Bubu, du kannst. Ah, Discord haben wir schon geredet. Gerne im Discord reinschreiben, aber ansonsten. Schreib ruhig was, wollte ich gerade sagen, ja. Hau raus. Ähm, ich fange an, du machst auch. Bin ich gespannt. Also ich heiße Tamara, bin 26, komme aus Buxtehude und arbeite bei dem großen Bäcker als Filialleitung. Und du? Du kommst ja nicht wirklich aus Buxtehude, oder? Jetzt muss ich ganz dumm fragen. Es gibt wirklich Buxtehude? Gibt es? Doch, wohnt hier mein... Ach, cool. Das kannte ich. Buxtehude ist bei uns... Du kommst aus Buxtehude, das ist bei uns so ein Spruch wie sonst woher. Also, dass es quasi das gar nicht gibt. Ich kannte das wirklich nicht. Also, ich wusste nicht, dass es wirklich gibt. Bin vielleicht nur ich. Ach, Bubu, Psychotherapeutin, nicht Physio. Ich heiße Mensch, ich bin 69, 420 Jahre alt. Ich mag als Creeper neben Ladendieben zu spawnen. Okay, wir wissen auch alle, du bist 84. Und in Wahrheit Galaxy Glätzchen.
Was darf niemand wissen? Jetzt habe ich schon wieder ein Boot anmalen an, ne? Schei niemals in Buxtehude, Monte, du bist der Beste, dann seid ihr dramatisiert. Okay. Also kommt Monte aus Buxtehude, ich weiß es nicht. Ich kenne ihn, ja, aber ja, weiß ich nicht. Also ich kenne ihn nicht privat, ich kenne halt den Streamer Monte, sage ich mal, so kenne ich ihn. Das war's aber auch schon. Mehr weiß ich über ihn nicht. Ja, er kommt aus Buxtehude, war die ganze Zeit mein Nachbar. Ach cool. Oh mein Gott, das schaut aus wie so ein kleiner Gremlin, ne? Wie so ein Schleim. Ich glaube, das Fossil ist besser. Oder Peitsche. Indiana Jones Peitsche. Zwei dicke Kater. Aber zwei hübsche dicke Kater. Was süß hatte ich auch mal, aber 200 Stunden im Monat kommentiere einfach zu kurz. Das kriege ich auch leicht zusammen. Kriegen die auch schöne fette Fische? Blumenbeet platzieren. Nö. Jo. Und runter damit. Nein, sie mögen lieber Hühnchen. Hast du heute schon Brot gegessen? Oh je, jetzt kommen die Darky Trigger fragen. Wo hast du gegessen?
Vorsicht, ist eine Falle, ja. Was? Nee, noch gar nichts. Durch die Medikamente habe ich so gut wie keinen Hunger. Ah, aber essen muss schon was. Schlecht. Aber heute arbeiten, bis als Dienstplan schreiben, obwohl ich eigentlich nicht darf. Also, pst. Ich esse gerade die ganze Palette. Einfach mal das Brot drauf geschmiert. Tilitin, okay. Ich danke. Nein! Ach Gott. Oh mein Gott. Herr Burger, du bist Single. Ja. Oh mein Gott. Wo kam das jetzt her, Dagi? Beim besten Bäcker aus Hamburg sogar. Kann jetzt leider nicht mitreden. Ich bin ein Stück weg von euch. Mies muss Pause machen, der Chat ist so spannend. Ich überlege nebenbei. Was ich aussieht, wenn es um eine Bäckerin handelt. Normalerweise hasse ich ein bisschen, aber wenn es um eine Bäckerin handelt, sieht das schon anders aus. Free Bread for Life. 50% Rabatt bekomme ich. Ui, das ist viel. Sagt, gibt es irgendwas, wo man die Skulpturen draufstellen kann? Das wäre nicht unbedingt das, sondern irgendwie, wo einfach nur um eines höher ist. Kennt ihr sowas?
Nacht, ich lege mich hin und sage selber noch Animal Crossing. Dragoluna, kein Problem. Gute Nacht, schlaf gut und danke fürs Beischauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das wollte ich mitnehmen, genau. Das ist dunkel auf jeden Fall. Bäckerjunge, ist es die Mir ist es nicht eingefallen, aber ich glaube, das ist die ich auch meinte. Mhm. Würde ich jetzt auch sagen, Toni. Mir jetzt ehrlich. Glaube ich dir, Toni. Stübis Laugenstange vegan belegt, sehr lecker. Vegan belegt oder auch die Laugenstange vegan gemacht? Ah, Laugenstange ist vegan bei denen. Ah, cool. Okay. Wusste ich nicht. Auch die Laugenstange ist vegan. Ah, cool. Okay. Ich denke, Hamburg ist groß genug, da findet sowas definitiv Absatz auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen. Wenn dein Bäcker Brot im Namen hat, gehe ich den Ring noch heute kaufen. Ach, Dagi. Und auch mit 11,5 so ein Kaugummi-Ring, das ist doch schwer, oder? Wollen wir Pilze in der Pflanzen vielleicht hier mal? Binnendicke zweite Mann hat es gedacht. Oh ja, also da hättest du keine Arbeit nicht machen müssen, Gottes Willen. Kern- und Saatenbrot ist so lecker als ohne Mehl gebacken, dafür Meister. Das hört sich gut an.
Dagi macht Bubu gerade einen Heiratsantrag, das stimmt wirklich, ja. Dagi ist schon ganz wuschig. Holt den Chatbucker raus, jetzt ist so romantisch, ja. Die verpasst alle alles im Glück. Ich bräuchte auf jeden Fall jetzt irgendwelche Pflanzen und so Zeug. Das wäre auf jeden Fall. Sehe ich sie oder laufen die irgendwo anders drunter? Oder habe ich keine mehr? Hm. Egal. Wir haben auch 3 Filialen, da wird das vom Vortag verkauft für wenig Geld. Die Filialen heißen Brotretter. Ach, cool. Traumfrau, cool. Äh, Das gefällt mir da nicht. Hier ist warm wie ein Backofen. Wieso nicht? Ich sollte meinen Namen so Brotus ändern. Gut, also haben sie ein bisschen ausgeweitet, das ganze Zeug jetzt. Also, bevor es in die Häuser geht, schreibe ich dir gleich die Charakterbeschreibung hier rein. Okay, ich fliege jetzt kurz zur HW. Da können wir gerne schauen, Haru. Aber schreib ruhig schon mal. Ich habe Yoshi noch immer noch nicht gesehen. Wo ist denn die? Ich fände Brad ja toll, so wie Brad Pitt. Oh mein Gott. Da hat Kathi sogar als Eichhörnchen, Hund, Wiesel auspackt. Mit einem Regenbogen im Nack. Hallo, gerne. Ich muss bloß kurz zur Hobby noch, dann bin ich gleich wieder da. Oder ich möchte noch mal kurz zur Hobby, sagen wir es so. Regenbogen ist wichtig, das stimmt, ja. Okay, cool ist angekommen. Hallo. Kannst du die Augen gestalten?
Achso. Es geht viel zu schnell. Ich bin gespannt, ob wir Shino heute noch sehen. Also bin ich wirklich gespannt. Hm. Weil ich würde das Haus gerne von innen sehen, ne? Der Gestalter ist gar nicht untertauscht, einfach nur. Ich habe hier. Schau mal da. Die ist immer noch nicht daheim, ne? Bin spielen, komm und such mich Yoshi noch. Ja, genau, das ist der Betrüger. Gibst du mir einen Hamster, kriegst einen Labrador zurück. Aber in einer anderen Farbe. So, dann ist das schon mal richtig. Ich weiß nicht, wo Yoshi ist. Ist sie vielleicht bei Cleo? Da habe ich noch gar nicht geschaut. Cleo. Nö. Ach, der hat wirklich einen Superheldenanzug da stehen, wie kotzig. Ich dachte, er hat die weggeschmissen. Also wenn sich die Bewohner untereinander etwas schenken, in Zukunft schmeiße ich das einfach weg. Ich finde das so kotzhaft, wenn das Zeug da drin rumsteht in den Okay, also Darky will sie unbedingt sehen, das müssen wir wirklich suchen. Hier ist Froni. Da haben wir jetzt eine drum. Eigentlich muss die im Museum sein. Also, gut, die Höhle sieht man jetzt hier gar nicht so gut. Da flockt eine drum. Oh Mann, ich bin alt. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? We are searching for Yoshino. Where are you hiding, Yoshino? Yoshino. Was war denn das gerade? Hatte ich beides vorher schon angeschaut, aber können wir gerne mal reinschauen.
Also ich habe letztes Mal auch Tamara, glaube ich, Ewigkeiten gesucht. Das war auch ganz am Anfang eine Bewohnerin von mir, die auch gleiche. Ah, jetzt ist sie da, ne? Nicht zu fassen, oder? Ich bin hier eben jetzt genau wie auf dem Campingplatz abgemacht. Hier zu leben fühlt sich nochmal ganz anders an, als nur zu halten, als wäre ich zu Hause angekommen. Habe ich was passt? Okay, du. Absolut süchtig auch hier. Ich werde halt wahnsinnig, wenn ich irgendwas total Schickes ausprobieren kann. Okay, du. Okay, haben Sie gesehen, sie ist da. Bubu, merci. Le merci. Warte mal, den Pavillon müssen wir da lassen. Kein Problem, danke dir. Ja, der muss da dazu, das passt. Wir haben noch so einen Verwitterten. Es wäre so cool, wenn wir irgendeine Figur da reinschieben könnten, ne? Was haben wir denn alles? Das waren die Dinger. Ähm. Da hast du schon so viele Sachen. Ich will auch, dann kann ich endlich schön dekorieren. Aber was brauchst du denn, Bubu? Die Sachen habe ich auch meist, viele davon habe ich geschenkt gekriegt. Stuffilauf, hi. Grüß dich, hallo. Willkommen. Und Dankeschön, Schnuffilauf. Dankeschön. Uff, wenn du meine Insel sehen würdest, Katastrophe. Ja, meine ist aber auch hinten und vorne noch nicht fertig. Ich schaue mir den Insel auch gern an. So ist es nicht. Mein Haru ist das die nächste, erstmal. Weil das Insel-Image ich habe, eigentlich tatsächlich nicht so wirklich ein festes. Also ich habe, es hat sich in letzter Zeit ein bisschen rauskristallisiert. Wir haben für mehrere Bewohner verschiedene Bereiche, sagen wir es so. Wir haben hier quasi ähm, für Sandrine, die quasi wohnt in dem Eck, wie man sieht, ist hier oben. Also ein Asia-Bereich, ich kann es gerne mal zeigen. Und darunter, wo die Schneiderei ist, soll quasi Yoshi noch hinkommen. Die haben wir erst heute da. Rechts im Eck oben ist quasi Victor, die Mumie, die quasi auf Cleo aufpasst, die auch da oben ist. Ganz links oben ist Noisette und Morpheus. Die zwei haben so einen relativ normalen Bereich, sage ich jetzt mal. Ums Rathaus rundum quasi entsteht so ein Stadtbereich, wo dann Froni und Gunnar reinkommen, die zwei. Und mein Haus dann quasi auch noch. Und wahrscheinlich auch Laden und Schneiderei. Laden haben wir schon umziehen lassen. Aber ist ich noch nicht fertig. Und oder Claudia ist auch ganz, ganz gut dabei, ja, wenn du was brauchst. Die hat auch sehr viel doppelt. Und was haben wir noch? Victor. Gut, Fatima und Bella, die zwei, genau.
Also Schnuffi, meinst du das von der Melinda? Melinda heißt sie, oder? Isabel, Melinda. Dann weiß ich es nicht. Ich habe die halbe Insel ist bei mir leer. Wir haben vor kurzem erst komplett ausgeräumt. Also in Halloween hatte ich 5 Sterne. Weil alles vollgestellt war. Intel Image. 5 Sterne. Ist es aber nicht schwer. Also einfach nur Zeug draufstellen auf die Insel. Also ich habe dann Halloween wirklich durch die Bank einfach verschiedene Sachen auf die Insel gepackt. Die Blöde will immer mehr Deko, aber ich weiß noch nicht wie und woher und so. Luna, hi, grüß dich. Da wäre auch noch was, das würde ich dir gerne vielleicht vorlesen. O Thronhügel der Insekten, o Insel der Vielflüssigkeit, o wabenhafter Hort. Zeig mir deine Gänge, deine Bauten, deine Hügel, deine Kokos, öffne dich um mich mit Sinn. Luna, hi. Es kann jetzt nur sein, dass wir die Insel-Image gekriegt haben mit 5 Sternen, weil unten vor der Schneiderei noch ziemlich viel Scheiß rumsteht. Das wir neu verbaut haben, sage ich jetzt mal. Das kann sein. Aber ich habe da 3 Sterne gehabt und die 5. Ich denke mal, das ganze Zeug, das wir jetzt aufgebaut haben. Der Insel-Image ist nur wichtig, dass viel Zeug rumsteht. Wie das rumsteht, ist dem ziemlich wurscht. Das kapiert Animal Crossing nicht. Natürlich soll es schön ausschauen. Viele so eine Sachen habe ich auch gekriegt von, ja, Claudia ganz viel von Cat habe ich auch viel gekriegt, so Sachen. Gerade die Deko-Dinger. An Bäume fehlen mir nur rein, die kannst du haben von mir. Überhaupt kein Problem, Bubu. Ich habe aber Orangeninsel. Wie viel brauchst du? 50? Ich kann 3 Bäume geben, wenn du magst, überhaupt kein Problem. Kannst alles haben. Können wir da noch irgendwas hinmachen? Online seit heute, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du musst zum Dodo. Und dann einfach dort sagen, dass du fliegen möchtest. Und dann musst du halt dann einfach einen Dodo-Code eingeben von mir. Oder, ja, Dodo-Code wäre das einfachste, glaube ich, denke ich mal. Oder du erstellst einen Dodo-Code, dann kann wer zu dir kommen. Dem du den Code dann gibst. Die können bei dir auf der Insel nichts machen. Die können nur Sachen, quasi, die du am Boden hinlegst, die können sie aufheben, aber es kann jetzt keiner hergehen und kann deine Deko mitnehmen, das geht nicht. Das Schlimmste, was sie machen können, ist das, dass sie die Blumen abzupfen. Aber die wachsen wieder nach 2 Tagen. Oder 3, also das ist das Schlimmste, was man machen kann. Bäume fällen etc., sowas geht nicht. Es sei denn, du bist dann befreundet damit. Also ich glaube, beste Freunde musst du dann sein, dann wäre das auch möglich. Wenn man das wohl will. Okay, ich schaue später mal und dürft ihr alle kommen. Gerne. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Also der Laden ist halt noch im Weg da. Der muss noch weg, da können wir weitermachen.
Wenn du gleich erstmal was essen, mit Essen, also muss Essen holen, ihr seid noch eine Weile, wir sind noch eine Weile da. Bubu, kein Problem. Kein Problem. Carmen, hi. Grüß dich, hallo. Grüß dich. Alles gut? Ah, das ist schön. Na komm. Komm mal kurz zur Fatima. Ich wollte eigentlich zu Haru fliegen, ne? Ich komme vielleicht ganz zu Hause bin beim... Okay. Meine Mutter ist doch ernsthaft in mein Zimmer gestürmt und dachte, ich wäre im Voice. Weil du nicht sollst? Die wollte mich ärgern. Ach so. Kätzchen, hi. Welcome back. Wenn du irgendwas hier gerne haben würdest, würde ich vielleicht darauf verzichten. Nee, passt schon. Halt denn die Sachen. Ich habe gesagt, dass ich heute Abend nicht helfen kann. Und jetzt ärgert sie mich auch noch. Ja, Kätzchen, was heißt verpasst? Ich sag mal, es wäre so peinlich geworden. Weiß ich gar nicht. Ja gut. Die verkauft Sachen? Ernsthaft? Okay, ich gehe. Dieses Lied ist mein absoluter Titel hatte Spaziergang. Ah, okay. Ah, cool. Muss gar nicht mal. Ah, haben wir doch schon mal gekriegt. Doch, klar. Haben wir schon mal. Ah. Und das du. Aber Haru? Oder Marie? Wenn du magst. Dann wäre ich langsam unterwegs zu dir. Es gibt neue Emotes, wie cool. Man kann von den Bewohnern Musik bekommen, wenn sie dich einladen, ja. Also das normale Emote kennst du ja. Das ist nur die Christmas-Version aktuell. Und das eigentlich, haben wir gedacht, das war für diejenigen, die Horror mitschauen, aber sich immer nicht so ganz trauen, dachte ich mir, ist das unter der Bettdecke versteckt Emote ganz cool. Ich glaube bloß, ich kann aktuell noch nicht alle reintun. Also wegen des Slots einfach, das dauert einfach nach und nach. Würde ja nicht gehen, wenn wir alle freischalten könnten bis jetzt. Also da würde ich kann bloß eine Emote, glaube ich, kriegen aktuell. Animierte soll ich demnächst noch kriegen. Dann schaue ich mal, was wir noch machen können. Aber ich weiß nicht, wie viel und ich weiß nicht, wie das genau, was er dafür Format braucht. Also ich muss noch schauen. Ich weiß gar nicht, sind das alle, was drin sind aktuell? Ich muss mal schauen, dass mit den. Also, ich habe bloß die Follower-Emotes tatsächlich aktuell noch nicht ausgetauscht, weil ich mir die
Ich finde es schade, wenn ich die Emotes habe von mir selber, die können in anderen Chats auch verwendet werden. Und ich finde es halt einfach irgendwie schade, wenn ich dann die Follow-Emotes zum Beispiel rein tue, also normale Emotes von mir rein tue quasi, ab dem Zeitpunkt könnte die in anderen Chats nicht mehr hernehmen. Deswegen mache ich es nicht. Es kann sein, dass das Stream und das Spiel nicht synchron sind, also nicht wundern, wenn es dauert, bis ich antworte. Haru, kein Problem, wissen wir. Ich möchte jemanden besuchen. Und über Online-Spiel wäre cool. Wir machen Rocher. Ich, wenn ich den Code eingebe, blende ich kurz weg, nicht wundern. Weil ich ihn per Flüster gekriegt habe. Also, Bubu, so kannst du, also ich glaube gerade nicht da, so kannst du quasi auf andere Insel. Ich schaue kurz weg, Moment. Bin aber immer noch da. So schnell seid ihr mich nicht los. Da sind wir wieder. Higambana, okay. Ja. Ich möchte dorthin. Coming. Es gibt die Tore Einstein. Eufy bei dir. Haru, willst du mich verarschen? Wie geil! Äh. Sogar mit Wasser hinten halt. Neue Items auch schon gebaut? Bin schon da, bin schon da. Ist gut, weil Haro Wolf im Twitch-Namen hat 69 von 10. Das ist bestimmt der Schrein, ne? Schrein der Wölfe. Inari-Schrein. Wären aber Füchse.
Mega geil. Gefällt mir voll. Ha! Habt's gehört? Also, mal durch. Der Weg ist ja schön. Lupa. Ah. Zu den Bewohnern, Haru, magst du was sagen, oder? Weil du es von den Bewohnern gesagt hast. Oh, ich renn gerade durch den Seengarten durch, das ist ungünstig. Kriege ich Haue. Er kommt noch. Ah gut, okay, okay. Ach, wie cool. Gerrits eigener Strand. Der schaut halt mega aus. Der frischen, ne? Super geil gemacht. Insel ist echt schön, ja. Ich glaube, deine Bewohner jetzt voll. Die reden in 8 Wochen noch von mir. Sag ich, guck jetzt eigentlich Harui. Seid ihr eng befreundet, Hoppli? Ja, schon, ne? Die Dinger sind da geil, ja. Ah, mega schön. Was steht noch? Ich habe schon das Haus noch nicht gesehen von ihnen. Mir steht es zwar, aber die waren noch nicht drin bei mir. Oh, wie geil. Hallo. Originalrichtung. Ah, okay. Wie es zeigt, die Tanzerkommode ist für mich sowas wie mein transportiertes Schatzkästchen. Dann bewahre ich nämlich all meine Accessoires, Lieblingsklamotten und Glitterkram auf. Okido. Ich kann mir keinen größeren Schatz vorstellen als Outfits, die mich auf der Bühne verwuckeln lassen. Die ist cool. In Originaleinrichtung. Ihr habt immer alles so viel zu zeigen, ne? Ich bin meine Insel mal auf 2 Minuten durch, wenn sie es sehen will. Das schaut auch cool aus. Die Erhöhung hier. Was ausschaut, wenn man runterfallen würde. Oder wenn es quasi höher wäre. Mega cool.
Lampe aus, Lampe an. Wie lange bist du dran gesessen, Haru, an der Insel? Schloss von Harui. Also deines. Vier Monate? Voll schön. Richtig, also das ist richtig geil gemacht mit dem Kies und dem Holz. Die Lampen voll geil. Die Starter nach links und rechts. Ach, da geht's noch weiter, oh mein Gott. Also, ich werde an der Insel immer sehe, da stinke ich ab ohne Ende mit dem Zeug, ne? Wenn ich meine Insel anschaue, aber komplett. Also das ist echt so. So kommen die Erklärungen. Okay. Oh mein Gott. Harui ist ein Wolf-Hund-Yokai. Ich kenne den Yokai, ja. Sie wurde durch eine Prophezeiung zur sechsten Kaiserin des Landes Japan, die einen jahrhundertlangen Krieg beendete, den ihr tyrannischer Vorgänger herbeirief. Zusammen mit ihren Generalen, sie ist relativ ruhig und mütterlich. Übrigens spiele ich Harui auch gerade. Ah ja. Dachte ich mir, weil das so heißt. Thronsaal der Kaiserin. Ah ja. Ich bin gespannt. Ach, wie cool. Jeremy Place, hi. Oder Jeremy Place? Ich glaube Jeremy Place, ne? Genau, ich habe dich gerade gefunden. Ah, Dankeschön, freue mich, danke dir. Und willkommen. Ich bin gerade bei Haru auf der Insel. Und Dankeschön, Jeremy. Vielen lieben Dank. Und willkommen. Oh, Studierzimmer, ne? Sehr, sehr schön. Was steht da? Hashi. Das ist total. Tsukure. Was? Klassenzimmer für junge Dämonen des Schlosses. Hatsu. Lelu? Tsukure, Momo. Resoma?
zweite, das schaut irgendwie komisch. Ja, aber gut. Aber ist ja peinlich, ja. Es sind Hiragana. Und Kanji am Anfang. Meine Story hat mir die Vorlagen gegeben. Ach, die Story von dir selber. Alter Schwede, hättest du von Anfang an das Konzept im Kopf oder hast du es ja nachher entwickelt? Ah, okay. Ah, die Poliereffekte sind auch cool, ne? Das ist auch von dem My Home Designer, oder? Der Nebel und das Zeug, das ist so geil. Ich brauche die Effekte auch noch unbedingt. Die kriegt man auch nur das Umgestalten von den Häusern, ne? Ah, da muss man echt befassen damit. Oder kriegt man, oder kann man sich das Polierding irgendwo kaufen? Also, wie cool. Zimmer des Orakels. Auch cool gemacht, aber richtig cool gemacht. Nur, dass es CLD, DLC, ja. Aber muss man quasi wirklich die Häuser umgestalten und bei so und so vielen Häusern kriegt man einfach dann den Poliereffekt. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Oh, ich häng. Jetzt. Entschuldigung. Muss ich echt mal schauen. Also da gibt es noch einiges zu machen. Hello. Der Ladentyp hat mir ein Geschenk gemacht, einfach voll. Haruis Arbeitszimmer, wenn sie nicht im Thronsaal ist. Ach, cool. Haru, mega schön. Also, da hat's mich mit den Tori auf der Insel schon. Aber das ist halt mega geil. Die Story dazu natürlich auch. Ach, wie geil. Voll geil. Gut, ich bin raus für heute Nacht. So früh kann ich, okay. Schlaf gut, danke dir. Krankenzimmer, dort arbeiten Yumi und ihre Schülerin Masaki. Oder Masaaki? Gute Nacht, Kathi. Masaki wahrscheinlich, oder? Ah, richtig cool. Krankenzimmer, okay. Und pass auf, Yumi mag zwar nett sein, aber sie kann böse werden, wenn man sich nicht ausruht. Wäre ich der Falsche wahrscheinlich, die wird auch böse auf mich. Jeremy, wie geht's dir? Schmiede? Schmiede. Dürften einige am eigenen Leib erfahren. Sehr, sehr geil. Mega geil. Gefällt mir voll, ja. Also die Puder-Effekte sind Wahnsinn. Die machen die ganze Sache einfach nur, ja, wie sagt man, deutlich dreidimensionaler, deutlich belebter.
Hikari. Hayato. Hayato ist der jüngere Zwillingsbruder von Harui und immer an ihrer Seite. Genau wie Harui ist ein Wolfhund-Yokai. Er ist verheiratet mit dem Orakel des Schlosses Hikari. Hikari? Ist da. Okay, da kommen wir noch hin. Er ist die Säule des Lichts, heißt, er trägt viel Licht in sich und bringt die, die im Dunkeln stehen, ins Licht zurück. Er ist ein energiegeladener Kerl. Er sieht seiner Schwester sehr ähnlich, nur halt mit weißen Haaren. Ah, okay. Ich mag das Konzept wirklich und ich weiß, es ist... Oh mein Gott, wie hübsch. Teestube der Generäle. Ich muss ehrlich sagen, ich beneide euch ohne Ende drum. Wenn ihr so ein Konzept für eure Insel habt. Mega schön. Wenn egal, ob das du bist mit dem ganzen Asien-Thema, mit der einen Geschichte, das Claudius mit Ding, mit der Harry Potter-Insel oder auch, ich sag mal, Cat mit Party Island, so blöd sich's anhört. Kleine Küche, mega geil. Ihr habt irgendwie alle. Ronja, damals mit der Dinosaurierinsel, wenn ihr noch wisst. Meinst du es einfach Mischmasch? Immer wenn man denkt, was kann das noch toppen, kommt her und zeigt und sagt ja. Ja, es ist halt ich meine, das sind halt Premium-Gasinseln, sag ich jetzt mal. Und da stehen halt jetzt zwischenzeitlich ein paar auf dem Treppchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, duschen. Meine ist noch nicht so toll. Deine ist auch wunderschön, Luna. Weißt du, Lieblingsstelle, der Mond. Aber hast ja auch das Konzept drin, also so ist das auch nicht. Vivi, hi, grüß dich. Hey, hey. Ich habe wirklich intensiv an der Insel gearbeitet, mehrere Stunden pro Tag. Oh je, oh gut. Das merkt man, das sieht man auch deutlich. Das sieht man deutlich. Vivi, hi. Alles gut bei dir? So. Ah, voll geil. Das merkt man, wann, wo kann ich einziehen. Kannst du vielleicht noch einen Neko brauchen auf der Insel? Sakura Garten, den Haruis zweiter Ehemann, den mit eigener Hand baute. Der zweite Ehemann gleich, okay. Sehr geil. Ich kenne halt die Tapeten großteils gar nicht. Mega schön. Wow. Ach, aber das studiert immer, ne? Kalligraphie.
Sie hatte zwei Ehemänner, beide starben im Krieg. Beide sterben im Krieg. Oder starben wahrscheinlich, denke ich mal. Und hatte einen menschlichen Geliebten. Moment, jetzt komme ich nicht mehr mit. Wir sind doch jetzt bei Hayato. Hayato ist doch der Zwillingsbruder von Harui. Und Haruis zweiter Ehemann hat den quasi gebaut für Hayato. Für ihn. Das Meetingzimmer mit dem Feudalherrn. Ah, okay. Meetingzimmer, alles klar. Okay. Nicht für Harui, aber ich wusste nicht, wohin damit auf der Insel. Ach so, okay. Na gut, das ist was anderes. Aber ich pass auf. Merke ich sofort sowas. Ah, das juckt. Nose is jucking. Oh mein Gott, wie geil. Die machen Buh. Die sind sogar noch drin, ne? Im Samurai-Museum war ich auch schon in Japan. Je größer der Kopfschmuck von einem Samurai, desto kleiner war der Mann selber. Weil Größe einen Feind eingeschüchtert hat. Vieles hat mal mit Harui zu tun oder nicht in den Häusern. Ah, okay. War wohl bei mehreren so, es war bei den Römern schon so, das war beim. Es hat sich die ganze Geschichte durchzogen, das ganze Zeug. War wohl wirklich überall so. Aber auch in Japan. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir auch gut. Jetzt kommen wir zu. Entschuldigung, zum Orakel. Ne? Das habe ich gerade gelesen. Moment, ich schaue gerade. Entschuldigung. Ist gerade was geschrieben, ne? Hier ist Yuki. Yuki ist tot. Felix? Yuki und Felix. Ach, deine toten Katzen. Ach so, deswegen die. Ach, mein Gott, wie süß. Deswegen die. Ach, wie süß. Yuki starb vor fast 4 Monaten und Felix vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren. Hikari ist eine
Fuma Yokai, die einen jüngeren Zwillingsbruder hat, namens Yami. Sie ist das Orakel und Ehefrau von Hayato. Sie gehört zu den wichtigsten Vertrauten von Harui. Sie ist sehr schüchtern. Sie hat dunkelblaues Haar und lavendelfarbene Augen. Okay, wie detailgetreu, ne? Also wie viele Details überhaupt ausgedacht, meine ich. Wie geil, ne? So ein kleiner Indoor-Garten. Ich finde die Dinger so cool. Ruheort. Ui, das hast du geportet. Tabata-Bäume. Zimmer der Hexe, die in den Katakomben des Schlosses wohnt. Okay. Sehr cool. Also ich glaube, ich könnte 4 Monate bauen und wäre wahrscheinlich, na gut, war natürlich schon weiter wie jetzt, aber ich würde das nie so schnell gebacken kriegen, glaube ich. Schneiderzimmer. Ach Gott. Ich brauchte immer ewig, bis ich sowas einräume und das Zeug da hinstellen. Dann steht das was im Weg, da ist da was, das mir nicht gefällt, da muss ich da wieder hinstellen. Nicht anmachen. Ah doch, Gott sei Dank. Ich dachte, die wäre kaputt. Nebelwohn, auch nicht schlecht. Puppenzimmer von Haruis jüngster Schwester. Ich bin. Oh Gott. Also ich mag das voll, das Zeug. Ich liebe das im Asienbereich allgemein extrem. Und das Japanische natürlich noch mehr. War ja schon dementsprechend oft dort. Voll geil. Haruis Schlafzimmer. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Er schaut wirklich gut aus. Er schaut wirklich extrem gut aus. Das für Fichter. Ist halt still, das macht mir Angst, weil die alle sprachlos sind. So schaut's aus.
Bücherei. Was ist denn das da in der Mitte? Bibliothek des Schlosses. Und was hast du? Das ist ein Schrank? Ne. Das schaut auch sau cool aus. Das ist ein Schrank. Aber sau gut gemacht. Hau mir ab, ohne Scheiß. Respekt. Riesen Respekt. Ach, Go-Spiel sehe ich gerade. Oh mein Gott. Ah, voll schön. Gemüse, ah, cool. Ah, es gibt solche Ranken auch, wie cool. Wusste ich gar nicht. Gut ab von dieser Leistung, so etwas zu planen und dann so umzusetzen mit den vielen kleinen und so gut durchdachten Details. Wow. Ja, finde ich ja. Wirklich. Definitiv. Mega schön. Sigmund, der Wolf. Schauen wir kurz rein zu Sigmund, ne? Ich will bestimmt, dass wir Hi sagen. Dich habe ich noch nie gesehen, glaube ich, bist du ein Tourist. Ich bin jedenfalls Sigmund. Hast du richtig die Insel ausgesucht? Higanbana. Higanbana ist. Higanbana? Higambana eigentlich. Higambana ist perfekt für meine alten Knochen. Aber lass dich nicht von mir festquatschen. Sieh dich um. Red mit den Leuten. Amüsier dich. Wie spricht man den Insel, Haru? Weil normal auf N vor dem B, sage ich jetzt mal normalerweise zum M. Drum Higambana. Was heißt es? Bana ist wahrscheinlich von Hana durch die phonetische Aussprache wahrscheinlich wieder dementsprechend schön gemacht. Wahrscheinlich Blume. Oder was anderes bedeutet. Oder hat es einfach keine Bedeutung, hat einfach nur einen Namen. Kann ja auch sein. Die klassischen japanischen Dinger, ne? Die Straßen. Die Strommasten. Ach, Reisfelder, wie geil. Spinnenlilie. Okay. Gut, ist ein spezieller Name, den ich nicht kenne. Aber Bana ist Blume, also kann das schon sein. Oder vielleicht heißt die Blume einfach nur so. Das kann auch sein. Okay. Space Godzilla. Ach so.
Godzilla und Space Godzilla. Godzilla! Godzilla! Ich musste dann den finalen Fight machen. Ach so. Ach, wie cool. Ah, voll geil. Godzilla. Die Steintote sind hübsch. Stand der Wünsche. Sehr, sehr schön. Ist da ein Mensch? Viele Stonehenge. Sushi. Das ist einfach nur da, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Aber es ist hübsch. Hast du vollkommen recht. Hübsch ist es auf jeden Fall. Und passt gut zu der Insel. Das ist halt der Essbereich im Freien. Gefällt mir da. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott. Kasumi ist eine Kitsune, die einst ein Mensch war und die kleine Schwester von Harui verstorbene Geliebte. Was? Die kleine Schwester von Haruis verstorbenen Geliebten. Also er hat quasi einen Geliebten gehabt, einen Ehemann und einen zweiten Ehemann. Er starb nur wenige Wochen vor Kasumi. Kasumi wurde nach ihrem Tod zu einer Kitsune, lebt im ehemaligen Aokigahara, bis Harui ihre Bestimmung nachging und Kasumi zur Schülerin nahm. Sie wurde für Harui zu einer Schwestertochter und beste Freundin. Sie ist verspielt wie ein kleines Kind. Sie hat weißes Haar und rote Augen. Ich wohne da. Voll geil. Ich finde es cool, dass man die Löwen so sieht. Aber es ist eigentlich schade für die Löwen, die schauen die ganze Zeit gegen die Wand. Die sehen ja nichts. Aber cool ist es trotzdem, wenn man so reingeht. Eingang zu Kasumis Wald, jetzt bin ich gespannt. Einmal Bad. Ähm, Vielleicht ist mir gerade was ausgekommen. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Jetzt. Ich musste leider das Bad von meiner alten Insel nachmachen. Ich liebe das hier einfach. Schaut auch cool aus. Die Musik ja überall, ne? Also, das habt ihr irgendwie alle gemeinsam. Das wenn was eigentlich ganz cool ausbaut, ist das meiste in der Musik spielt irgendwo.
Vase ist hübsch. Also das ganze Zimmer ist hübsch, aber die Vase ist richtig hübsch. Der Bereich da hinten ist halt cool. Wie trennt man auch sowas ab? Ach, das ist hundertprozentig echt, ja. Das ist safe Japan. Das haben die öfter also in einigen Ryokans, sag ich jetzt mal, hast du das ganz, ganz viel. So eine Bereiche, wo dann wirklich abtrennt ist, wo dann so ein Bild dahinter hängt. Zimmer des ersten Generals und rechte Hand von Harui. Amidamaru. Okay. Sehr, sehr schön. Mit Grüntee. Sehr, sehr schön. Also, oh, Haru. Ja. Oh mein Gott, wie geil. Was ist da los? Der schaut halt schon Hammer aus, ne? Oh, Musik zum Erfolg einer Insel beiträgt nicht wirklich, aber es unterstreicht Vorhandenes, wenn man das geschickt einsetzt wie Haru. Ja, das stimmt. Aber hier passt die Stille. Hier spielen Haruhi und Amidamaru um ihre. Was? Hier spielen Haruhi und Amidamaru, um ihre Ruhe zu haben. Deshalb ist da auch hier keine Musik. Ach, wegen Go. Mist, Haru gewinnt. Gehen wir schnell. Was ist, wer das Spiel fertig machen kann? Ich habe vielleicht Besuch. So, da bin ich wieder, Claudia. Willkommen zurück. Wir sind gerade bei Haru auf der Insel. Die übertreibt es ähnlich wie du. Nicht nur, es gibt halt eine Kasumi, die einen gerne am Hintern geben tut. Haru hat eine komplette Geschichte geschrieben zu ihrer Insel. Oh mein Gott, wie geil. Ich wusste gar nicht, dass es Bögen gibt, ne? Ich würde übertreiben. Nee, fast nicht. Ja, voll geil. Aber das ist ein Boden schon so, ne? Na, ich habe meine Insel an meine Geschichte angepasst. Ja, aber ich meine, die Geschichte ist ja ganz cool, finde ich. Darum meine ich, dann sich die Geschichte ausdenken, dann die ganzen Räumlichkeiten, also sich die Geschichte ausdenken, sich die Personen ausdenken, dann die Räumlichkeiten dazu ausdenken, dann das umzusetzen, ne? Also da ist schon was dahinter. So ist es nicht. Da ist schon massiv was dahinter, ne? Kero, kero. In den Grabstein. Altar für Haruis alten Meister. Sind das alles KK-Lieder, die da spielen? Schon, ne, oder? Ich glaube, andere gibt es in Animal Crossing gar nicht, oder? Aber ist er tot? Man weiß es nicht.
Bis jetzt tun mir nur die zwei Löwen leid, weil die gegen die Wand schauen. Und nur die Wand sehen. Aber mega schön. Ah, hier das Design finde ich ja voll geil. Weil es so erhöht ausschaut. Man kann nur sagen, und ich zitiere, kann man eine Göttermörderin töten. Wer weiß das schon. Man kann nur sagen, und ich zitiere, kann man eine Göttermörderin töten. Wer weiß das schon. Weiß man nicht. Andere Lieder von dem zweiten Künstler im KK, wie es KK hat das Monopol auf Musik in Animal Crossing. Ja, dann frage ich, wer hätte das sein können, dass irgendwie. Vielleicht hat es. Wie ist das so? Oh, ich grüße dich, du bist sicher von einer anderen Insel zu Besuch, oder? Willkommen, mein Name ist Misusu und du heißt Emits. Ich habe das Gefühl, uns verbindet etwas, aber vielleicht bei dir ja nur. Wenn du wieder einmal in Higanbana bist, musst du mir unbedingt Bescheid geben. Voll geil. Sowas liebe ich ohne Ende. Sowas finde ich so dermaßen geil. Ich liebe die Tori. Ich liebe die echt. Und das mit dem, jetzt muss ich Fushima Inari schreien. So heißt er genau in Kyoto. Sind genau die Dinger, sind genau, wo du die, keine Ahnung wie viele hunderte Tori hast. Wie das typische Lagerfeuer zum Bewohner verbrennen, die man nicht mag. Das habe ich irgendwie auch alle. Kriegslager. Ich dachte, hier hast du unerwünscht die Bewohner verbrannt. Okay, kann auch sein. Aber auch sau cool. Im Hintergrund sieht man die Türme. Habe ich gerade gemacht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Voll schön. Ein Tanz. Hier ist der Ladenbereich Schneiderei. Mit Blut drauf. Die Läden, mit denen ich echt kämpfen musste. KK spielt leider das Hedwig-Theme. Also die Schneiderei hast du super integriert. Die finde ich auch, also die passt top. Gut lauten. Die Japan- und Christbaum-Beleuchtung, aber passt auch. Aber
Aber echt cool. Echt cool. Einmal Mond. Baby Yoda! This is the way. Wie passt Baby Yoda auf die Insel? Würde mich jetzt interessieren. Es ist der alte Meister. Ich mag die Serie einfach. Ah, okay. Mandalorian? Mandalorian. Ja, was? Ha! Man sagt, eine gute Geschichte ist nur eine Geschichte, wenn man keine Recherche betreibt. Erst durch eine gute Recherche. Man sagt, eine gute Geschichte ist nur eine Geschichte, wenn man keine Recherche betreibt. Erst durch gute Recherche wird gute Geschichte zu einer glaubhaften. Haru, deine. Ich kann nicht mehr lesen, tut mir leid. Haru, deine Insel ist ein Traum. Habe ich viel verpasst? Den Anfang, ja. Also ein, zwei Häuser. Kurzer Rundgang und ein, zwei Häuser. Aber sehr, sehr schön. Muss das Video nachschauen. Ist auf Twitch drauf, ja, und weiß die. YouTube haben wir es ja auch. Spätestens Samstag, denke ich. Ist die Bewohner weggeschickt? Ne. Ach, der Steingarten, oh mein Gott. Das dauert doch immer ewig, sowas, ne? Wenn man umsetzen kann. Leider nicht, da müsste KK und Warner Brothers zahlen. Das war für 3 Wochen, das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich. Hä? Also. Mal vor ist. Wie bitte Lea von Wano Kuni hat das entworfen? Vollkommen richtig. Lea von Wano Kuni, die Riebe Reinberg hat sie, hat uns den Pulli gemacht. Vollkommen richtig. Ob sie mir wohl ein Zitroneneis jetzt für das Outfit designen könnte, ich weiß es nicht. Musst du sie fragen, Morpheus? Nam 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 nam. Ich fühle mich immer so schäbig, wenn ich meine Insel an ihm anschaue und dann sowas wie die von Haru oder von Claudia sehe. Das ist irgendwie wie geil, ne? Der Hochzeitsort von Harui und ihrem jetzigen Ehemann. Also hat sie quasi einen Geliebten, 2 Ex-Ehemänner und einen aktuellen Ehemann. Haru, was schreibst du für Geschichten? Ich liebe die Bodendesigns, vor allem die Bambus auf dem Boden. Ich liebe es. Ja, die Dinger. Schaut cool aus, finde ich ja. Definitiv. Am besten gefallen mir die Designs aber von Ding vor dem, also das schaut auch cool aus hier. Am besten gefällt mir wirklich das mit den, wo es erhöht ausschaut, von den Ding vor den Läden. Von den Ding vor den, Häusern, meine ich. Sogar Tee kriegen wir.
Mega schön. Also gefällt mir voll. Genau, das ist zum Beispiel. Das finde ich super. Der Steinboden passt auch super, finde ich. Und ich weiß, was das für Arbeit macht mit dem Zeug. Was schreibst du für Geschichten? Viel wichtiger ist, wo kann ich das lesen? Eine Geschichte voller Fantasie, Freundschaft, Liebe, Familie und Drama. Luna, gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht, Luna. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ich muss ja da ein bisschen eher Schluss machen, fallen mir gerade auf. Also, ein bisschen eher. Katharina. Die ist aber nicht da, ne? Ne, die ist nicht da. Wir spielen, komm und such mich, Katharina. Ui, ist nicht weggeschippt. Ach, wie geil. Was, Flaschen hier? Warte, die am Saufen. Hm. Hi Q. Kenne ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Heißt die Sportart so? Ach, der Anime, mein Gott, bin ich blöd. Ja, logisch, logisch, ja, ja. Ich hab's, bevor du es geschrieben hast, sogar noch umrissen. Mit irgendwie Emily geschrieben, Kageyama, bester Mann. Ja, dann hat's klingt, habe ich nicht gesehen. Ah, hier ist. Katharina finde ich auch cool. Hallo, ich muss der Besucher von einer anderen Insel sein. Ich bin Katharina. Heißt, ich als zukünftiger Popstar und zukünftige Celebrity von Higambana willkommen. Toll, dich hier zu treffen. Du bist Emits. Gehen wir jetzt da mal shoppen? Logisch, hau raus. Du zahlst. Also, wenn ich endlich berühmt bin, genießen wir das Jet-Set-Leben gemeinsam und reisen um die Welt. Das kann nicht mehr lange dauern, also lass deine Koffer gepackt, Foxtrot. Gehst du Ruhe, ja, wusstest du, dass sie noch einen anderen Namen hat? Halt dich fest. Namenlose Kaiserin. Aha. Nenn's am besten immer so, ihm jetzt gefällt dir bestimmt super. Die namenlose Kaiserin. Foxtrot. Hat die mich gerade anpackert? Ich glaube schon, ne? Sie hat mich eingeladen auf jeden Fall. Nehme ich mit. Äpfel. Tintenfisch. Ach, sogar mit Stufe, wie cool. Boote, ernsthaft? Emily Kageyama, und mit dir spiele ich. Freundschaft zerstört. Und die Angel gefällig? Ja, gerne. Natürlich neben Daichi Oikawa und Asuga. Daichi Oikawa und Suga. Ich habe Haikyuu nicht gesehen, leider. Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht so mein Anime-Bereich. Auch voll schön, Haru, ohne Scheiß. Mega schön. Okay, Daichi und Suga beste. Aber Oikawa. Was soll die Flaschen eigentlich hier? Ja, wenn er nicht so dumm nervig wäre. Ich kenne die Charaktere leider nicht. Aber er hat Hassband-Potenzial.
Ihr trinkt noch das Spiel. Ach so, das hab ich nicht. Ich kenne den Anime, wie gesagt, nicht. Das Panda-Potenzial. Oh mein Gott, Emily. Anime Crushes sind die besten Crushes. Ruine des alten Königsreichs. Ah, okay. Find ich schon jetzt cool. Haruis Eltern. Liliane. Ach, das passt da voll geil da hinten drin. Ich hab's gerade gesehen, dass der Tümpel im Hintergrund ist. Ach, sie. Gröti. Pfirsichkleid. Conan Edogawa, oh mein Gott. Hier ist gerade massives Fangirling unterwegs, ne? Jetzt weißt du, Saru. Möchtest du ein Pfirsichkleid haben? Wenn du so nicht kennst. Brauchst du? Das habe ich das Intro im Kopf. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Hier ist andere, okay. Ich sehe nichts. Ah, da. Geht's hier durch? Geht's hier durch? Hä? Ach, man muss da runterkrabbeln. Oh, guck, meiner war, glaube ich, Inuyasha. Inuyasha war cool. Habe ich auch gesehen. Wer wohnt hier? Asuko. Zuko ist Skullfuchs Yokai. Er war einst ein Prinz von einem Reich, welches unterging. Er wurde von einer feindlichen Gilde gefangen gehalten, bis er seine eigene Gilde zurück konnte. Dort lebte er und seine kleine Schwester gemeinsam in einer Höhle, bis die beiden zu Harui kamen. Er hatte viele Jahrhunderte gedauert, bis er sein Gefühlen klar wurde und sich in Harui verliebt. Er ist übrigens Hayatos Gegenstück, also Säule der Finsternis. Er ist ziemlich kühl und rational. Nee. Zuko ist der Prinz des Feuerkönigreichs, Walla. Ja, dunkle Haut, schwarze Haare und dunkelblaue Augen. Nicht dieser Zuko. Das heißt bei Avatar, ja. Anscheinend. Du willst uns in die Erde wieder. Lass ihn doch. Habe ich sogar auf DVD. Avatar. Immer noch. Schon eine ganze Zeit. Aber tatsächlich schon ewig hier. Vorraum. Ach, das ist die Höhle. Ah, okay. Aber ich will halt echt Licht machen, ne? Also.
Die Betten. Die ist so geht alles am Arsch vorbei. Ich auch. Coole Serie, Avatar. Ja, Avatar war cool, das stimmt. Hui. 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 Schlafbereich war auch voll cool. Was? Kommt jetzt nur noch die Diskussion auf, ob Aang oder Kara der bessere Avatar ist? Korra. Du bist ein Zuckus Nest. Korra habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich kenne nur den alten. Und den Film. Der so, naja, war. Korra habe ich noch nicht gesehen. Wann war ein Avatar, wo das nicht gelaufen bei uns 2010 rum? Glaube ich. Keine Küche. Ach, so klein ist die gar nicht. Weißt du, so ist eine Höhle ja cool. Wirklichkeit feucht, nass, kalt, ewig viele Viecher. Das sage ich leider nichts. Nein, wirklich, halte ich mich raus. Ich kenne Korra nicht. Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich kenne die Figur, aber ich habe die Serie nicht gesehen. Ich glaube nicht mal eine Folge bis jetzt. Nicht, weil ich es nicht sehen will, sondern einfach, weil ich es noch nicht gesehen habe. Also da fange ich an. Ich fand beide auf ihre eigene Weise gut. Schatzkammer der Meister des Meisterdiebs. Das ist auch cool gemacht. Es gibt doch viel, es gibt doch viele, die den anfangen, das zu vergleichen, aber ich finde nicht, dass die so vergleichbar sind, weil beide ihre eigenen Aufgaben zu bewältigen hatten. Ich weiß es nicht von Korra, keine Ahnung. Ich meine, ich kenne Avatar ganz klar, also Aang. Heißt ja die Legende von Aang, also ist ja nur ein Avatar-Teil, so wie Korra halt quasi auch. Aber Bubu, hi. Man schaut Korra an, Speedrun. Und hier sehen Sie das nächste Level von Animal Crossing. Bei Haru. Bei Haru sind wir. Tatsächlich habe ich schon fast durch. Trauerfall von Zuko's verstorbener Mutter und Königin. Haru ist Teiwats beste Reiseführerin. Ich sage euch, wenn meine Insel herzeige, ich bin auf 2 Minuten durch. Oder auf 5. Ich bin jetzt bei Haru wie lang? Ich weiß es gar nicht. Das ist, es ist Wahnsinn. Also, auch von Claudia damals, das war, also, wie lange was ihr für eine Story dahinter habt, wie lange ihr das erklären könnt, wie lange ihr das zeigen könnt, was ihr alles zeigen, was ihr alles zeigen könnt. Tja, und so schnell wurde ich komplett rasiert. Zelle, die Zuko gefangen gehalten wurde. Ja, Claudia, der Insel ist immer noch Wahnsinn, ne? Also vergiss das nicht.
Aber ja, die Geschichte von Haru ist quasi einer da. Ist aber ähnlich, wie man gesagt hat mit den zwei Avataren. Man kann die Inseln nicht vergleichen. Man kann generell die Inseln nicht vergleichen, sage ich jetzt mal. Aber ja, muss ehrlich sagen, ich irgendwie spielt mein Twitch. Ach, schau dir. Neu laden, Bubu. Also generell, Bubu, wenn du mich hörst, du kannst die. Warte mal. Also ich sag's, ich mache es bloß einfach kurz mal rein. Du kannst das Video morgen auch nachschauen, wenn du irgendwas sehen willst. Das ist morgen auch auf Twitch drauf. Und ab Samstag habe ich es auf dem YouTube-Kanal normalerweise drauf. Da kann man es auch anschauen. Auch mit Beschreibung. Die von Claudia ist super schön. Ja, ja, logisch, meine ich ja. Genau. Also ich muss sagen, bis jetzt die richtig krassesten Inseln, wo wirklich dann extrem viel gemacht worden ist. Upsi, was sagtest du? Hab nur Bubu gehört und war schon am Neuladen. Ach so. Ich meinte, wenn du quasi wenn es nicht funktioniert, sage ich, du kannst es am nächsten Tag nachschauen, das Video, das bleibt da drauf. Für 14 Tage, glaube ich, und ich habe es ab Samstag auf YouTube auch normalerweise drauf bei mir. Also, es kommt da nicht aus, wenn es jetzt wirklich nicht gehen sollte, das meinte ich. Für die Verschriftlichung meiner Inspiration geht nichts über ein Teetischchen. Ich mach Paimon nicht. Oha, Paimon, okay. Jetzt kann ich mitreden wieder. Verstehe ich auch. Hey meine Meets, heute mal wieder was passiert. Ich kotze im Strahl. Live dabei ist immer besser. Das stimmt, da gebe ich dir recht, Ubu. Aber wirklich. Was los? Ist nix. Im Strahl kotzen ist immer schwierig. Vor allem gegen den Wind. Das war's auch schon. Naja, schon. Haru, ich hätte eine kleine, also ich sag mal so, es muss nicht sein, aber vielleicht, und nur vielleicht, die Insel ist super schön, ja. Und den meine so nicht, was? Und den meine so nichts gemacht. Bubu, ich hab's gerade gesagt, ich bin bei mir auf der Insel, ich bin auf 3-4 Minuten durch bei mir. Und hier haben wir es, glaube ich, eine halbe Stunde verbracht. 4 Monate, glaube ich, meinte sie. Wenn du magst, Haru, kannst du mir die Story vielleicht ganz, ganz grob oder die Textpassagen, die du quasi gehabt hast, ganz, ganz kurz per Flüsternachricht schicken oder im Discord schicken. Im Discord wäre ganz cool. Dann füge ich es in die Videobeschreibung rein unter YouTube, wenn du magst. Wenn nicht, auch okay. Also ich will es nicht veröffentlichen, die Geschichte, ist ein Schmarrn. Aber man hat es ja jetzt gesehen, man konnte es sich anschauen. Ich habe es ja vorgelesen. Du hast es ja auch gesagt. Und die Sachen, die du quasi in Animal Crossing geschickt hast, ziehen wir auch im Video. Aber wenn du magst, füge es gerne ein. In die Beschreibung. Oder verlinke sie, je nachdem. Wenn es da irgendwo Geschichte gibt von euch. Wenn nicht, auch kein Problem. Aber auch eine mega geile Insel und ich war mega schön. Ich hol mir schnell, was hole ich mir? Ich wollte es gar nicht sehen. Mega geil, also wirklich.
Mit Asien-Thema hast mich halt von Haus aus schon, Haru. Also da bin ich halt immer schon komplett dabei, weil ich das eh lieb ohne Ende, die Bereiche. Und ich meine, du hast es auch noch dazu absolut gigantisch umgesetzt. Also wirklich absolut gigantisch umgesetzt. Mega schön. Bei mir brauchst du nicht mal eine Minute. Ja gut. Bei mir im Schnelldurchlauf wahrscheinlich auch nicht länger. Aber, ach, ich sehe ihn gerade da hinten. Da ist Kathi. Waschbär Kathi. Was, aber ich habe in Minecraft gerade eine Skeleton Trap bekommen. Okay, Dauki. GG. Das ist mir die ganzen Tanzskills einmal ausgraben, oder wie? Kann ich nicht. What the fuck, ist das ein Text? Was meinst du? Ist nicht so, bist du? Ich habe wahrscheinlich einige noch gar nicht. Na, was ich geschrieben habe, du hast nichts geschrieben. Du hast so geschrieben, hey Mini, jetzt heute mal wieder was passiert, ich kurz im Stall. What the fuck, ist das ein Text? Na, was ich geschrieben habe. Muss ich runterschmeißen, meine Katze macht wieder Radau. Kein Problem. Wirf mich. Haru. Oder soll ich gehen? Danke dir. Nochmal vielen lieben Dank. Danke fürs Zeigen, danke fürs Rumführen, danke für alles, danke für die Geschichte. Aber ich sag, Haru, wenn du magst, wenn du mir die Textpassagen oder das Zeug im Discord schicken willst, dann schreibe ich es gerne drunter. Wenn es dann nicht recht ist, ist auch kein Thema nicht. Also wirklich meine ich genauso wie ich sage, überhaupt kein Problem. Leere Insel, incoming. Meine. Ansonsten gerne, würde mich freuen drüber. Hast aber Zeit, also ich werde es zwar Samstag nicht veröffentlichen. Und ich schreibe meinen Text sowieso rein. Claudia weiß das. Also meine alte Tasche war kaputt und die baumelt immer rum. Meine neue ist erst nach der Schule gekommen, aber jetzt ist die Story. Also ich bin am Bahnhof, auf dem Weg nach Hause und meine Tasche baumelt so kacke, nur mal kaputt. Und einer ist mit dem Fuß dagegen und fällt aufs Maul und dann 10 Minuten später kommen zwei, die so haut. Was? Ich habe die Tasche auf die Gleise geschmissen. Wie ungeil ist denn das? So, jetzt bin ich komplett und nicht nur halb wegen Insel. Dann nochmal 4 Minuten später schubst die eine mich und lacht halt so. Was solchen Menschen einfach keine Aufmerksamkeit geben und darum ein bisschen genervt.
Ja, das ist. Es gibt leider so Leute, ja, verstehe ich ja nicht. Aber meistens haben die bloß selber irgendwas zum Verdecken. Aber ja, Screamo erfunden. Aber Haru, mega schön. Ich sag's nochmal. Mega, mega schön. Ihr baut die Inseln irgendwie so, damit ich so durchgehen kann. Danke für die lieben Worte für meine Insel, das freut mich sehr und lässt mein Herz wieder schlagen. Haru, ich meins genauso. Also, es sind. Ich. Gehört definitiv zu den Top 3. Und da gibt es keinen zweiten und dritten Platz nicht bei den dreien. Definitiv nicht. Ja, ich muss sagen, Lieblingsinseln, glaube ich hoffe, ich vergesse jetzt keine. Aber Lieblingsinsel bis jetzt sind wirklich deine, Claudias und die von Ronja, glaube ich, damals. Wenn ich drei nennen müsste. Wenn auch von Cats ist schön, brauchen wir nicht schmerzen. Das sind alle viele Inseln richtig geil, aber mit dem Asia-Thema hat es mich halt von Haus aus schon. Ich hoffe, meine wird irgendwann auch so schön. Bestimmt. Kostet halt Zeit. Aber das passt schon. Kriegen wir schon irgendwann. Ich hoffe, ich kriege meine auch irgendwann mal irgendwie gebacken. Die von Cat ist schon hübscher. Cat hat auch eine sehr thematisch coole Insel, sag ich jetzt mal. Ist sogar Party Island. Ist es auch. Muss man ganz ehrlich sagen. Animal Crossing ist große für mich in meiner letzten Installation. Das glaube ich dir. Es macht auch Spaß und ich glaube, wenn man da wirklich rumbauen kann, rumbauen möchte, das ist schon. Lass mich einfach abschalten und frei denken. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ist auch so. Dass wir dementsprechend lang. Und das macht uns eine große Freude, dass du uns deine schöne Insel gezeigt hast. Bubu, wahre Worte. Hat sogar Haru gesagt, das gehört. Haru. Gut. Haben wir den beim nächsten Mal auch den Hauptpfad. Ganz ein kleiner Moment, ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz auf Toilette. Un momento.
So, hallo, bin wieder da. Würde euch auch meine zeigen, aber da gibt es nichts zu sehen. Gerne, war zwar hart nervös, aber ich gebe es euch alles gebacken bekommen. Ach, Haru. Schön, dass du für uns über deinen Schatten gesprungen bist. Ja, gut, dass ich nicht im Voice war. Gegen Ende hätte man wirklich meine Marsch schreien hören. Wie sie über Phoebe meckert. Bei der zweiten Insel ist auch nicht viel los. Ist die Switch von meinem Mann. Er spielt kein Animal Crossing, doch ich glaube, dass deine Insel auch schön wird. Da bin ich mir sicher. Jede Insel hat seinen Charme und deine wird auch bald eine haben. Ich glaube, mit der Zeit kann man auch schöne Items freigestalten. Das stimmt, das ist richtig, ja. Items machen auch viel aus. Danke dir fürs Zeigen, die träume ich von einer schönen Insel. Und Dana und Claudius. Das stimmt wirklich, ja. Das sind echt, also, mir wegen der Story, ich glaube, das lassen wir mal. Kannst höchstens schreiben, dass es um das Reich des namenlosen Kaiserin geht. Also, ich kann die. Ich werde ein paar Sachen mit einbauen, die ich noch kenne. Ein paar Sachen, die ich mir merken konnte, was die quasi ist, etc. Das ist ein bisschen was Beispiel nennen. Ich kann es davor lesen lassen, wenn du magst. Ah, kein Problem. Hast du schon wieder umbaut, seitdem ich bei dir war, Claudia? Schon wieder umbaut oder immer noch? Oder schaut es noch einigermaßen so aus, wie ich es gesehen habe? Mir vermehren sich die Blumen wie Unkraut. Bubu. Da oben ist alles voll, wenn du siehst. Bis hinten am Strand. Am Strand vermehren sie sich nicht mehr, ne? Ich habe der komplett am Strand. Und ja, ich habe es mit Philipp und Kat haben mir geholfen, das ganze Umbuddeln, ja. Ich werde es wieder brauchen, wenn ich es wahrscheinlich einsetze nach und nach. Aber es sind ein paar. So 200, 300. Eulenturm hast du schon umgebaut. Ernsthaft? Mein Gott. Ich schaue gerne wieder vorbei bei dir, Claudia. Weißt eh. Bubu ist keine Schwierigkeit nicht. Du musst bloß quasi dann Cat zum Beispiel zu dir auf die Insel lassen und musst sie dann als Freundin hinzufügen. Dann geht's. Dann kannst du dir helfen. Die Blumen umgraben. Hier in der App. Sie muss quasi bei dir auf der Insel sein. Dann musst du sie in der Switch adden. Als Freundin. Oder als Freund. Also quasi. Hier in der Freundesliste quasi. Freund hinzufügen oder sie dich. Kannst du quasi, jetzt auf der Insel war, kannst du schauen nach Nutzer, mit denen gespielt wurde. Zum Beispiel könnte ich jetzt quasi Haru suchen, der White Wolf.
Warum auch nicht? Und dann habe ich quasi jetzt eine Haru eine Freundschaftsanfrage geschickt. Wenn sie es jetzt annimmt, dann geht es quasi ab dem Zeitpunkt. Und dann sehen wir uns quasi auch hier. Sie war bei mir auf der Insel oder ich war bei ihr auf der Insel. Dann kann man quasi auch hier unter beste Freunde sieht man quasi dann auch, wer online ist. Das ist zum Beispiel Claudia. Quasi kann man hier die Freundin haben. Unangenehm. Da müsste ich dich jetzt eigentlich hier drin sehen, ne? Ich weiß, wie sehe ich dich jetzt in Animal Crossing? Ich hasse Internet den ganzen Tag. Haru ist da, ja. Du hast dich gesehen? Habe ich dich verblättert? Tut mir leid. Ach, Harui, da bist du. Soll ich vorbeikommen, Bubu? Ich sehe gar nicht, dass du online bist, Haru. Oh, jetzt hängt er gerade, glaube ich. Es seid ja nicht böse, es kann bloß irgendwann mal sein, dass ich quasi ich hab's auch gedacht, ja. Zum Beispiel ist bei Bubu so ein gutes Beispiel. Auf Twitch heißt sie Bubu 21614, sag ich jetzt mal. Hier heißt sie Engel auf der Switch und dann, wenn sie vielleicht irgendwann im Discord dazukommt, heißt sie wieder anders. Ich komme da dezent durcheinander irgendwann mal. Das glaube ich aber ganz normal. Also nicht wundern, wenn ich dann vielleicht mal frage, wer ihr seid, vielleicht unter Switch. Jetzt, wenn wir zu dir auf die Insel kommen, dann können wir umgraben. Zum Beispiel. Ich glaube, Blumen umsetzen können wir dann schon. Bäume fällen, glaube ich, nicht, oder? Cat, du weißt das besser, glaube ich. Geht ja quasi nur, solange die Online-Mitgliedschaft läuft, dann quasi. Wenn du zum Beispiel die Insel aufmachen möchtest, kannst du zum Dodo hingehen, kannst sagen, du kannst einen Dodo-Code erstellen. Das ist dann die sichere Variante quasi. Oder du kannst zum Beispiel für Freunde aufmachen, dann können wir auch so auf die Insel quasi drauf von dir. Du kannst es aber jederzeit runterschmeißen. Also du hast da als Inselbesitzer, sag ich jetzt mal, eigentlich schon die Überhand. So ist es nicht. Also ich schaue auch gern vorbei. Wenn du noch magst. Dann komme ich gerne. Aber ich bin heute nicht mehr allzu lang da.
Ich habe meine Freundeseinstellung ausgestaltet, dass man mich sieht, weil ich oft rein und raus aus der Spiel gehe und das nervt jemanden sehr. Also mache ich es dann auch so, dass man sieht, dass ich online bin, aber jetzt sieht man es. Also, nein, ich hab mir. Haru, kein Thema. Hab mich nur gewundert gehabt. Aber stimmt, das hat man schon öfter mal bei jemandem. Muss da wegen mir nicht ändern, Gottes Willen. Hier fehlt noch irgendwas. Hier auch allgemein. Aber hier muss der Bereich muss sowieso noch dekoriert werden mit Bellas Haus, dann denke ich mal. Es ist so blöd, dass man dort nur eine Sache am Tag umziehen lassen kann. Wenn wir bei dir auf der Insel sind und graben helfen, müssen wir uns bei Freunde-App in-game eine beste Freundesanfrage schicken, mit wir beim Graben helfen können. Aber ich sage, graben werde ich heute leider nicht mehr helfen können. So lange bin ich nicht mehr da heute. Es ist schon wieder 10:30. Und ich muss jetzt wirklich ein bisschen früher weg, das hilft nichts. Ausnahmsweise mal. Springbrunnen. Für Freunde offen. Okay, dann komme ich schnell. Da schauen wir bei Buben auch noch vorbei. Ich möchte fliegen. Immer besuchen. Bei Online-Spielen. Rocher. Oder Roger. Per Freundesliste. Ein Flug nach Bubutan. Bubutan. Ja, möchte ich. Coming. Nee, komm. Nein, komm. Da kommt keine Katastrophe, nicht glaub mir's. Ich war schon auf so vielen Inseln. Sie kann höchstens nicht fertig sein. Oh, meine Switch ist jetzt auf 5%. Ich fiel mit 95% an. Oje, oje, oje. Okay, du machst wohl was mit Wasser, das passt doch. Also komm. Steht sie schon. Ja, Switch ist schnell leer. Das ist bei mir auch. Wenn die aus dem Ding rausnehmen, aus dem Port. Also, ich sag mal, 3 Stunden maximal. Aller maximal. Aber wirklich absolut maximal, wenn ich die Ding zurückdrehe. Hi. Die Helligkeit. Hier sind die Blumen.
Ja gut, ich greife halt ab, deswegen habe ich es im Dock. Bu? Tamara? Bu? Ah, da. Ich erkenne bei dir irgendwie meine eigenen Insel. Viele Bäume. Viele Blumen, ja, ja, ja. Wildwuchs Island war das bei mir immer. Oh, Fontaine, ich sehe schon. Ja, da. Ach, er ist so ein Ding vergraben, so einen komischen Dingens. Okay, Happy Home Paradise ist auch schon mal da. Die Effekte, es schaut doch super aus. Komm. Das ist schon mal geil da. Das gefällt mir schon mal richtig gut da. Ich wünschte, ich hätte so viel herzuzeigen, ne? Es ist gleich mitkriegen, Haru, wenn das quasi, ich bin auf der Insel und wenn das Cat dann gleich kommt. Ach Gott, das sind die Dinger, ne? Ach, der ist ja nice, der wappelt da in der Mitte. Der unten ist ja cool. Der unten, der dicke ist cool. Der da unten ist cool. Der untere. Oh Gott, sind das viele. Aber die nerven jetzt Gott sei Dank nicht. Ich habe bei mir mal wirklich 2 oder 3 aufgestellt und die waren so nervig. Aber ich glaube, es waren wirklich die falschen. Die waren, glaube ich, unmittelbar schlecht kombiniert bei mir. Ich habe das schon so oft gesehen bei Leuten, auch bei dir jetzt quasi, wo das echt passt, wo es wirklich gut passt. Ich habe die alle im Lager bei mir. Wow, da steht ja noch alles offen. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Dein Haus steht schön aus. Ja, finde ich ja. Wie lange spielst du, Bubu? Du hast erst angefangen, ne, oder? Glaube ich, dachte, hast du gesagt gehabt, oder? Habe vergessen zu erwähnen, dass die Blitze an der Lampe hinter den Sitzkissen in Haruis Thron soll ihre Gründe haben. Sie kann das Element beherrschen. Ah, okay. Ja, sehr am Anfang. Aber Bubu geht mir genauso. Ich bin auch nicht recht viel weiter. Also was Haus angeht, da steht da teilweise stehen wirklich bei mir Sachen drin, dass ich es einfach drin habe. Weil ich es aus dem Lager räumen musste, weil ich keinen Platz nicht hatte, zum Beispiel. Und ich weiß, wenn du. Ich kann da nur eins sagen, ohne Schmarrn. Geh, also, soll jetzt keine Werbung nicht sein, einfach nur, damit du weißt, wie es mir auch gegangen ist. Geh bei mir auf dem YouTube-Kanal, geh auf das letzte Animal Crossing Video und drücke auf die Playlist und dann scroll mal ganz nach unten. Ich glaube, es sind 36 Videos zwischenzeitlich. 36 Streams mit Animal Crossing. Und dann schaust du das mal an. Das schaut doch cool aus. Dann schaust du mal die ersten 2 Dinger an und klickst ein bisschen durch. Glaub mir. Also du weißt, was Anfang heißt. Die Insel wird immer voller mit lauter Pflanzen, lauten Bäumen die ganze Zeit. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann musste ich die ganze Scheiße wieder wegräumen und wieder woanders hinstellen. Dann habe ich es irgendwo anders hingestellt. Halloween war cool. Da hat es eigentlich schon passt und es ging dann irgendwann einmal in Richtung, wenn man irgendwann mal gewusst hat, dass man irgendeinen Bereich fertig machen will, aber bis man die Idee hat, bis man weiß, was man machen will, bis dann passt. Ich meine, mir gefällt es bei mir aktuell jetzt auch, dass ich die Bereiche einigermaßen integrieren kann, dass ich es zusammenfüge, aber so wie es zum Beispiel bei Haru hat oder auch Cat oder Claudia, also egal wer aller, auch du fängst schon an mit den Wegen hier. Ihr habt alle irgendeine Struktur drin in der Insel. Meine ist mehr so natürlich belassen, wild, sag ich jetzt mal, irgendwo. Das wird bei mir dann wahrscheinlich auch kommen, denke ich mal, so, wenn ich die Stadt habe. Vielleicht. Aber du musst quasi jetzt auch schon Wege, ne? Das meine ich.
Habe ich bei mir immer noch nicht bei der Insel. Der ist ja cool. Auch den, warte mal, ich schau auf den Flusslauf, du hast einiges mit den Flüssen um. Du hast die Flüsse ja auch umgraben. Oder zumacht teilweise. Aber bei mir zum Beispiel gar nicht. Oder die Bewohner um mal hingemacht, den hast du nicht alle. Gut schauen. Olaf, Sinan, Janine, Magda, Vicky, Michael, Kokon, Marianne, Elfi und Alfredo. Struktur ergibt sich mit der Zeit, ja. Ich hoffe, dass bei mir dann kommt, wenn ich die Stadt einigermaßen mache. Wenn mit Yoshi nur den Bereich weiß ich ja. Und der Ruinenteil, deswegen wollte ich es ein bisschen integrieren. Ich will das Ganze auf der ganzen Insel noch so magische Bereiche, so wie sowas hier. So magische Bereiche quasi machen, wo man einfach, ja, ich sag mal, das Mystische noch vorhanden ist auf der Insel. Das meine ich, aber du hast ja quasi mit dem Zeug auch schon angefangen. Bis ich mich einmal daran traut habe, dass ich da irgendwas ändere. Mit den Wegen, das hat ewig gedauert. Das sag ich ja, Bubu, schau einfach mal auf YouTube drauf. Dann siehst du, was ich meine. Ging mir überhaupt nicht anders. Überhaupt nicht anders. Das ist... Lula! Lula! Mist, ich wollte Roller fahren. Da weiß ich nicht wie und wohin. Also das ist schon mal cool da. Ah, da hast du sogar einen Schrank schon, ne? Aber das sind so Anfänge. Das Schlimmste, was da passieren kann, dass du das versetzen musst ein bisschen. Ach, scheiße. Ich habe da keine Orangen mitgebracht. Ja, das ist nochmal was. Ach, das hast du beim Captain. Jetzt verstehe ich's. Du brauchst ein paar Pilzlampen. Wenn du magst, kannst du auch mal meine Insel träumen. Eine alte. Ich Haru, gerne, gerne, gerne. Muss ich mir noch aufschreiben. Ich habe auch noch einen Schlummercode da von Winder, von Yuki. Ich kann nur den. Oder du kennst ihn nicht. Oh mein Gott. Bist du bereit, Bubu? Bist du bereit? Muss ich fragen. Also, bist du wirklich bereit für den Tanz überhaupt? Pass auf. Jetzt kommt der Ententanz. Nee, 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 de, 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 de. Ententanz ist wichtig. Ententanz wird klasse, genau. Ja, hast du recht. Aber gut, ist doch schon mal Anfang. Definitiv.
Du hast einfach die Struktur von den Dingern, von den Flüssern, von den Flüssern. Einfluss, die Flüssern, wer kennt's nicht? Mehrzahl mit Martin. Heute lernen wir konjugieren. Und Plural. Ein Fluss, die Flüster. Ah, Gott, scheiße. Bis zum Besuch auf Bubutown, ich bin Alfredo. Fast immer nett, ein neues Gesicht zu sehen, bei immer nur denselben Leuten kriegt man einen Inselkoller. Aber schön, also ich muss sagen, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich werde mir das definitiv irgendwann wieder anschauen. Gerne, Haru, ja, klar, gerne. Aber danke dir. Danke fürs Zeigen. Ich schreibe meine Kuh kurz auf, Haru. Ich habe mir es aufgeschrieben, ich habe noch einen. Also ich werde mir demnächst einmal, vielleicht machen wir es dann beim nächsten Mal. Das alles für Gäste, falls du was brauchst. Okay, hat er schon? Was? Gar kein besonderes Thema, aber es sollte japanisch werden. Ah, okay, sollte. Ich habe leider nicht mehr dabei. Ich würde das gerne ein bisschen mehr geben. Also mehr an Sachen dabei, quasi, die ich noch nicht brauche aktuell. Aber ich schicke dir gerne Orangen. Mach ich gerne noch. Danke dir fürs Zeigen. Bis zum nächsten Mal, Bubu. Ich schaue bestimmt wieder vorbei, wenn ich darf. Und ich glaube, Cat kommt eh gerne noch vorbei, was ich mitkriege. Wenn ich... Ja, ich hab nicht nachgedacht. Ich hätte die Orangen, ich hätte ein paar Sachen gehabt. Wenn du mal irgendeinen Bewohner suchst, Bubu, sag mir auch Bescheid, gell? Zwischendurch kann ich es selber. Aber war eine große Armada an Leute zwischendurch, die da sehr involviert sind, sagen wir es mal so. Aber zwischendurch kann ich auch selber helfen. Muss gleich die Orangen noch raussuchen, sonst vergesse ich es wieder. Mein erster Gast auf der Insel. Ich war nicht lang, aber ich komme bestimmt wieder. Freut mich aber. Aber ich glaube, zweiter Gast incoming, oder? Ich weiß nicht, oder kommt Cat vorbei? Ich weiß es gar nicht. Ich denke fast schon. Die wird jetzt wieder... Ich komme uns auch Bescheid. Okay, Cat kommt noch.
Jetzt bin ich schon wieder geflogen, ne? Herzlich willkommen auf der Rumpelinsel. Die Rumpelinsel. Ach, meine war Wildwuchs Island immer. Wie viel kann man schicken? Ich glaube, es gibt. Ja, ich schau mal. 10 auf jeden Fall. Ich hätte mehr mitnehmen können. Ihr seid ja alle so lieb. Oh mein Gott. Das motiviert mich. Bin ich froh drum. Das gefällt mir. Aber nicht falsch verstehen. Also keine Zwangsmotivation entwickeln. Das wäre schlecht. Wenn du Lust hast zu weiterbauen, sehr gerne. Und wenn du mal irgendwas gemacht hast, sag mal Bescheid. Wir haben jetzt auch schon öfter mal in einem Crossing Verstecken gespielt und so Zeug. Also ist auch einmal lustig. Achso, ich spiele gerade an. Orangen, aber kannst du mal mitbringen, Kate. Ich schicke ihm gerade welche, aber bring ihm ruhig welche mit. Orangengeil braucht sie noch. Bubita Atami, da ist sie. Weißt du, Kürbisse brauchst du noch? Kann ich dir auch noch schicken, wenn du magst. Brauchst du die Orangen vorstellen? Ich glaube schon, oder? Ah, Cat hat welche da, okay. Oder brauchst du, also, wie viel kostet du Cat? Hast du genug? Wahrscheinlich schon, denke ich mal, aber. Oder soll ich noch welche schicken? Aber Bubi, ich würde mich freuen, wenn ich beim nächsten Mal da bin. Wir können ja gerne wieder mal bei meiner Insel was machen, wenn ihr wollt. Oder bei Cat, je nachdem. Dann kannst du auch die Anleitungen mal durchlesen, die ich habe und einmal so Bescheid sagen, was du noch brauchst. Aber siehst du, ich habe die Dinge alle im Lager. Ich habe noch nicht so viel wie du. Du hast einige mehr, glaube ich. Ich habe einfach alle jetzt geschwelten. Den finde ich cool. Der Side-Tweet ist lustig. Timberluida gut, passt auch. Der ist auch süß. Maracuit. Dumpfweed. Ich dachte, die haben einen Sinn, die zu sammeln. Ja, sie machen Musik. Schon. Die machen Musik miteinander und die interagieren mit der Musik, die du quasi hast. Ah, den Raum habe ich auch noch ganz vergessen. Aber da ist auch nicht viel drin. Also viel zu dem, mein Haus sieht immer noch ziemlich leer aus. Das ist nur der Bewohnerschrein, sag ich jetzt mal, mit den Postern. Die Poster kriegst du bei Harvey, wenn du das noch nicht wissen solltest. Wenn du quasi die Bewohner bei Harvey spawnst oder einsetzt und dann quasi fotografierst, dann kannst du bei Tom Nook die Poster schicken lassen. Ich habe nur am Anfang, ich bin ein bisschen abgeschreckt gewesen mit den Dingen. Ich habe mal quasi die ersten 2 oder 3, die ich hatte. Sehr hohe Nostalgiewert, ja. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel so Dinge hast, so Karten, kannst du die zum Beispiel auch machen. Oder über Cat. Du kannst, über Cat geht auch, das stimmt, ja. Cat hat's ja. Oder ich kann auch welche schicken, wenn ich's hab.
Wir haben die, also wie gesagt, ich habe zwei, drei von den Dingen aufgestellt, einfach draußen ins Freie und wollte mir die mal anhören. Und was, die sind eigentlich ganz süß. Und ich, ich habe jetzt zu spät reagiert, ne? Ich bin einfach losgeflogen, ich hätte einfach Sachen mitnehmen sollen. Das tut mir jetzt echt leid. Aber ich komme so auch wieder vorbei. Dann bringe ich dir auch noch was. Auch generell, wenn du was brauchst, wenn man was basteln soll oder sowas, einfach Bescheid sagen. Ich meine, ich habe nicht alle Bastelanleitungen, bei weitem nicht, aber zusammen, denke ich mal, kriegen wir fast alles hin. Freue mich auch, dass für sich was dabei. Die Anleitung mag ich immer gerne. Anleitung kann man mich immer haben. Und eine ganz dumme Frage, wie schaut denn das aus? Stört die da? Oder kann die was? Ich könnte da hier noch eine hinstellen. Die ich die Sachen da wegräumen. Was okay, ich gebe es auf, das Universum ist dagegen, was gegen mich. Ich glaube, ich verabschiede mich für heute. Ach, geht's immer noch nicht, Claudia, das tut mir leid. Aber kein Problem, ich bin auch nicht mehr lang da. Ich bin jetzt eigentlich schon am Schluss machen. Bis zum nächsten Mal, aber auf jeden Fall danke dir. Kann das was? Das mal ganz, also ich meine, ich, ich meine, das ist ernst. Gerne bis zum nächsten Mal und danke dir. Witzig finde ich ja, es macht das Mystische schon irgendwie, ne? Da sollten sie nicht richtig in die gleiche Richtung gedreht sein. Also jetzt ist sie die gleiche Richtung gedreht. Ich lasse die mal. Die Solidon bleibt auch. Ich lasse die mal.
Da kommt Kätzchen. Bei der Affen ist es gut, ja. Ja, die Affen sind alle cool für euch. Das von Hard oder das von Cat sowieso immer. Scheiße, das die Fackel wegmachen, ne? Das wollte ich nicht. Ich hätte gerne das Kleine. Nein! Ich mache alles weg, ich Depp. Das wollte ich haben. Flachgarnstein platzieren. Bam. Ich merke schon. Ich hoffe, es erfreut dich, wie es mich tut. Ihr seid so lieb, ne? Ich glaube, die Laterne trage ich jetzt den Namen rum. Die Laterne. Ach, die Ding, die ist so süß. Stimmt, ja, genau, genau. Ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, es ist nicht zu überladen hier. Aber tritt halt Magie ein bisschen aus und lässt halt die Pflanzen da wachsen, lässt halt die Dinger da, die Leuchtmoospflanzen. Das Zeug wuchert hier. Einfach, ich kann, habe nur gerade nicht viel Platz in der Tasche, sonst hätte ich auch Tierweiß mitgebracht. Tierweiß können wir auch gerne noch schauen. Ich habe einiges rumliegen, auch. Die kriegen wir schon. Echt viel Laterne mit da, oh mein Gott. Komm, wir machen gerne helfen. Ah, das ist lieb für euch. Das hilft. Ist echt lieb. Gut, ihr Lieben. Aber es tut mir leid. Ich würde heute ein bisschen eher Schluss machen. Ah.
Also gut, ihr Lieben, dann würde ich mich langsam verabschieden für heute. Bubu, danke, dass ich vorbeischauen durfte. Jederzeit wieder. Haru auch. Vielen lieben Dank für die Inselführung. Mega geil. Ich hoffe, dir gefällt, was ich schreibe. Und morgen sehen wir uns. Was? Also, morgen sehen wir uns hoffentlich bei Fastmo wieder. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, auf jeden Fall. Toni ist auf jeden Fall dabei, das weiß ich. Gut, ihr Lieben, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Also ich muss ein bisschen eher auf. Wünsche euch eine gute Nacht, schlaft's gut. Haru und Kate noch viel Spaß bei Bubu auf der Insel. Lasst euch gut gehen und wir sehen uns vielleicht morgen. Danke euch. Bis zum nächsten Mal und ciao. Gute Nacht. Schlaft's gut. Danke euch.